So. So läuft alles. Den habe ich auch alle offen. Ja. Dann, guten Abend. Darius, Mel und noch jemand. Weil hier 3 steht. Und nochmal jemand, der gerade reingekommen ist. Was geht ab? Was haben wir letztes Mal eigentlich gemacht? Gipfel der Beschwörung? Ich glaube, damit waren wir doch fertig. Smiley-Bug. Okay, das gibt's jetzt halt. Das machen wir nicht. Das haben wir beendet. Haben wir das beendet? Ja, genau. Das blöde Wachs haben wir. Probelauf haben wir gemacht. Das haben wir gemacht. Das interessiert uns nicht. Das haben wir auch nicht gemacht. Also, das Smiley-Bug, ja. Göttliche Hand geschaffen. Kapitel des Sammlers. In der Umgebung von Mondstadt stößt du wieder auf Honglang. Dabei soll das bizarre Sphäre wieder aufgetaucht sein. Alter, ich habe keine Ahnung mehr, wer das ist. Ich finde es immer lustig, wie die dann denken, man weiß noch, wer zur Hölle das sein soll. Navigating the world is a whole lot easier with it. Jetzt erstmal wieder schauen, wo die Dailies sind. Ach ja, stimmt, ich habe eingestellt, dass die nur in Mondstadt sind. Jetzt bin ich auf den Senkel gehen. Jetzt sind wir mal mit Chiara unterwegs. Auch. Da waren massig dabei. Das war ein guten Abend. Take it easy. Das würde man irgendwie von denen noch kennen. Ja, das ist ja immer das. Die tauchen so einmal im Jahr für irgendein Event auf und dann so, ja, geht noch, keine Ahnung. Schulchen, Buh erschrocken? Nein. Guten Abend. Ich bin 2 Minuten zu spät. Ich war 1 Minute zu spät, also passt schon. Wobei ich eigentlich hier vom PC guckt bin, aber... Ja. Oh nein, nicht Elon Musk. Ja, irgendwas mit Village oder so, nervt mich nicht. Na klar, ich hol dir einen. Okay, ich gehe mit. Hilscher ist wach. Okay, bla bla bla. Während der andere einfach bloß hin und her wackelt. Und jetzt? Ziemlich gut, oder? Die Kommunikation stimmt jetzt. Bla bla bla. Okay. Super Zeug. Super. Was Zeug habe ich eigentlich? 12. Ist eigentlich nicht viel, aber besser wie nix. Und da ist ja nur wirklich der Hausflur. Hui. Hey, wo sind die anderen? Da sind sie. Und plopp. Wie der das halt auch einfach ploppen kann. So. Ach ja, stimmt, da steht der creepy Ritter und die 2 Kinder. Sind die nicht langsam verhungert? Also die stehen da seit Jahren.
Also wenn du jetzt bei mir genau gegenüber dem Hausflur bist, fällst du die Treppe runter. Da kommen extra Essenslieferungen her. Oh, die zieht eigentlich viel. Ah, nein. Take it easy. Das Hauptproblem ist, dass die immer woanders hinschauen, wenn man schießt. So, jetzt können wir uns das Zeug abholen. This blinding sunlight is such a pain. Ja, No way I scheiß can get Sonnenlicht. a nap in this weather. Thank you for. Add Ast. Okay. Schlüssel. Amber. Dann müsst ihr die einfach austauschen können. Ohne dass man sie nochmal eingibt. Einfach so zack, mach weiter. Oder gibt's das? Nee. Nein, ich habe keinen rein. Add Verdammt. Astra. Shiny. So. Jetzt haben wir das. Noch irgendwas? Ich glaube, ich habe für Deya gegrindet, ne? War das nicht so? Ah ja, stimmt, die Dinger, Alter. Hab ich jetzt schon keinen Bock mehr drauf. Die geben nur Scheiße. Das ist nur die größte Grütze gewesen. Ah nein. Ich muss ja noch die Dinger machen. Shit. Hä? Ah ne, das war das da. Ah ja. Ich muss trotzdem zum Alchemietisch. Da. Angst, da Biss zu machen? Ne, ja, Biss interessiert mich null. Das ist das langweiligste im ganzen Spiel, Abyss. Abenteuer-Herausforderung? Hm. Für wen hast du das letzte Mal gepullt? Keine Ahnung, Kirara, glaube ich, mit 20 Zügen und dann war es schon wieder rum. Ich glaube, ich habe seit Deyas für gar keinen einzigen mehr gepullt. Weil die Charaktere, was bis jetzt kamen, waren also... Ja... Braucht man nicht. Oder jedenfalls ich nicht. Gutschein, Chichi, Diva und Mona als Team. So ganz cool. Wasser, Heilung, Feuer und Ding. Oh ja, ich sollte mal was machen. Position. Hey. This may be Ah! Gotcha. Everyone hold hands. Macht eine andere jetzt. Hör auf wegzulaufen. Schaut, dass er auf einem Haufen bleibt. Hands with the waves. I see everything. Busted. Grow, grow, grow. Wie er halt überlebt. Da kommt wieder das raus, wo ich sage, ja. Die haben am Schluss so viel mehr Energie, als sie eigentlich anzeigen. Und nochmal. Und nochmal. Und er stirbt nicht. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal. Und nochmal.
Wie er halt nicht sterben will. Dafür sind wir voll auf die Mütze bekommen, weil er einen Einsatz verpasst. Nee, so stark sind die meisten Gegner halt auch wieder nicht, dass da irgendwas Schlimmes war. Ah, warte. Abgeht noch hier das Herz. Schon der Goat. Ja, vielleicht auf der Schlachtbank. Breathtaking. Let's move out. Ui. Ja, wir sollten mal die Energie her. Voll langweilig. Ist auch nur die Wahrheit über ihn. Ich meine, er könnte sich langweilig auf die Stirn tätowieren, das wird einfach nur stimmen. Hey. Positions. Ja, interessiert mich gerade nicht. Nee, er muss doch nicht zuhören. All eyes on me. Everyone hold Das ist here. nur die einzig wahre Meinung. Quietly now. Things are about to get dicey. Oh nein. Last's forever. Jelan mögen, hä? Das ist doch quasi schon das 5-Star. Das ist voll die Beleidigung, Alter. Jeder Vergleich mit ihm ist eine Beleidigung für jeden anderen Charakter. Ja, Jelans Persönlichkeit ist einfach interessanter und spaßiger. Und er ist halt nur, keine Ahnung, wie ein Stück Papier. Weiß und leer. Selbst seine Scherze sind voll lahm. Ich finde deine Persönlichkeit auch gleich interessant. Cool. Ah, nein, ich habe keinen Platz mehr. Ihr müsst euch ja trotzdem anhören, solange ihr zuschaut. Also nicht mein Problem. Wie ging das nochmal? Konnte ich die nicht irgendwie umwandeln? Aber ich glaube, da muss ich zum Ding gehen, ne? Nee, ich schmeiß jetzt einfach mal ein paar weg. Ist es besser als Bennett? Alles ist besser als Bennett. Selbst ein Stück Papier. Guten Abend, Lars. Was haben wir da eigentlich? LP. Wow. Ah, ich liebe diese Charakterdiskussion. Sin ist besser als die Community. Ja, aber ich bin nichts ohne die Community, also ist das... Es hält sich die Waage. Und wenn es keiner schaut, bringt es mir auch nichts. Naja, gut, außer Schunchen. Sie mag komische Leute. Aber wo war denn das Umwandeln? War das das? Ja. Hey, warte mal. Konnte man die schon immer in solche Dinge umwandeln? Das ist doch aus einem Dungeon. Das sind doch alle aus dem Dungeon. Hä? Seit wann geht denn das? Habe ich das nie gemerkt? Ja, das ist schon länger so. Ich dachte, das ging nur die, wo man bloß in Quests kriegt. So wie das da oder das da.
Tschüss, der war einer so viel D-Abo. Ja, morgen kommt wieder ein neuer dazu, dann ist wieder voll. Komisch, dann habe ich mir immer bloß die anderen angeschaut. Aber jetzt muss ich kurz was schauen. Wo ist sie eigentlich? Da ist sie. Ich dachte, die Schneeartefakte, ne? Gut, machen wir die. Schock, wie du mich ersetzt. Jeder ist ersetzbar. Sogar ich. Willkommen in der Arbeitswelt. Oh, man kann nur 5 Sterne opfern, oder was? Alter, wie viele scheiß grünen Dingern habe ich denn? Alter. Oh, ich kann das so markieren. Das ist ja geil. Gab's das auch schon länger? Das habe ich noch nie gesehen, Alter. Ich weiß auch gar nicht, ob das echt gut ist, was ich da mache. Wir machen erstmal Verteidigungsdinge. Ja, aber das ist Heilbonus. Was ist denn das für ein Scheiß? Hä? Wurde nicht, dass ich wiederkomme. Jetzt vorzumachen. Wahrscheinlich die eine Event-Quest. Aber das. Warte mal, ich gehe nochmal raus. Okay, wir gehen da drauf. Da. Verteidigung. Hä? Komisch. Ah komm, scheiß drauf, Alter. Das ganze Zeug sammle ich dann eh wieder neu. Warte mal. Hä? Was hat Schunchen? Ach, ich hab's ja ersetzt. Schauen wir mal, was wir für Zeug jetzt bekommen haben. Irgendwas, was bei ihr vielleicht Sinn macht. Ich hab die auch gar nicht komplett hoch. Alter, was hab ich denn da alles für einen Scheiß? Angriff. Ist bei ihr Angriff gut? Halt, warte mal, ich kann doch sortieren. Da. Angriff, Auflader, LP. Schulchen fühlt sich beleidigt. Ach, sie ist noch in der Ecke. Irgendwo. Shenhe. Build. Hier will ich demnächst irgendwann mal wieder spielen. Best Artifacts. Willst du mich jetzt verarschen? Ich dachte, achso, da. Nee, Herr Nobles obliged. Oh, das ist nur das zweite. Ah, scheißegal. Cryo Damage Bonus plus 15, bla bla bla. Bestes 4-Sterne-Set. ATK oder Energie Recharge? Goblet ATK oder Cryo Damage Bonus? Cryo ATK oder Crit Rate? Substatus ATK und Energy Recharge. Jeder ersetzbar ist. Hey, es ist nur die Wahrheit.
Kryo-Schadensbonus. Was hatte ich da vorher? Warte mal, da. Wo ist sie denn? Da. Kryo-Schadensbonus. Crit Rate. Okay. Aber mit dem Eisding könnte ich das andere haben. Alter, da ist halt auch wieder Verteidigung dabei. Wo ist denn? Guten Abend. Schon? Guten Abend. Ach, das mache ich dann anders mal. Jetzt gehen wir erstmal noch so restliche Harz verbrauchen. Dann kommt das Update mit Fontaine. Keine Ahnung. Nächste oder übernächsten Patch? Wahrscheinlich die übernächsten. Mit 3.9. Jetzt ja schon irgendwo. Als ob jetzt niemand weiß, wer das ist. Sie ist digitiert, sie ist jetzt ein Schuh. Genau, wer ist Schuh? I see everything. Busted. This dance is for you. Hold the line. Gotcha. Game's up. Fun's over. Everyone hold hands. Uphill battle. Let's move out. Gibt's ein paar Menü? Keine Ahnung, ob die heute kommen. Mir halt nur Müll kommt. Nur Müll. Boah, Verteidigung, geil. Omibio nur Etranger? Keine Ahnung, sagt mir nichts. Red Deutsch mit mir. Hey, here. All eyes on me. What a drag. Quietly now. I see everything. Allow me. Things are about to get dicey. Gotcha. Hey, positions. This dance is for you. Vielleicht musst du dann arbeiten oder Haier machen. Ja, sagen wir mal so, es ist gut, dass der Stream überhaupt läuft. Mit der ganzen Woche Überstunden und warm und zu wenig Schlaf. Ja, die Woche war einfach arschig, ey. Dann komme ich morgen zu nix. Geht's dir nicht so? Ja, die Lust ist gerade nicht so da. Selbst der Feiertag hat sich rausgerissen. Und dann morgen sind wir wo eingeladen, da habe ich überhaupt keine Zeit den ganzen Tag. Und deswegen dachte ich mir, wir machen mal einen kurzen Stream. Und dafür kann ich dann später noch irgendwas machen. Oder was anderes machen. Ja, keine Ahnung, momentan ist so richtig so, vielleicht auch vom Wetter her irgendwie, keine Ahnung. Komische Woche auf jeden Fall. Wo ist der schon wieder hin? Jetzt auch schon wieder zum Mampfen. Da. Also
kommst du jetzt mit Anime? Ist das nicht ein Anime, von dem du redest? Wie haben die Dinger wieder geheißen? Nee, das war's schon mal nicht. Da. Alter, echt, hey. Zweimal Heilungsbonus. Das ist auch geil. KT, aber mit zweimal Verteidigung. So eine Richtung. Wir geben dir, was du willst, aber fick dich. Man gewöhnt sich an die vielen Feiertage viel zu schnell, ja. Das ist die Frage, nehme ich lieber das? Ja. Jetzt heul nicht rum. Du bist doch vorhin zum Heulen gegangen. Alter, wie halt die Sachen, was ich jetzt gesammelt habe, bei der Seite nicht mal dabei sind. Wow. Haben die das schon wieder ersetzt? Da ist es doch. Der Main DPS. Rakshas Glow. ATK oder Elemental Mastery. Pyro Damage Bonus. Crit Rate oder Damage. Ja, Crit Rate habe ich nicht, ne? Shit. Geo und Hydro, Alter. Alter, wie viel Glück kann man haben? Verteidigung, Verteidigung, Lebenspunkte, Verteidigung. Sei leise, ich bin sehr empfindlich. Nicht mein Problem. Ich könnte die Beschreibung packen, nicht empfindlich sein. Das ist nur für nicht Empfindliche. LP-Angriff, KT. Ich opfer mich auch gleich. Na, mach das nicht. LP, KT. Ist alles Müll? Das wäre das Einzige, was irgendwie sinnvoll wäre. Weil der KT dabei wäre. Burn me down. Machen wir anders mal, machen wir was Gescheites hier. So, Aktion. Wie von göttlicher Hand geschaffen. Kapitel des Sammlers. In der Umgebung von Mondstadt stößt du wieder auf Honglang. Achso, ja, das hat man ja schon. Genau, Ziel verfolgen. Da oben. Immer diese Sphären hier. Ist die Tür dieses Mal in Mondstadt gelandet? Honglang? Als ob ich wüsste, wer das ist, Alter. Reisende, du bist das. Was für ein Zufall. Ich hätte nie erwartet, dich ausgerechnet hier zu treffen. Ich auch nicht, weil ich nicht weiß, wer du bist. Du fragst dich, was hier los ist? Schau dir die Tür dort an, du wirst es schon verstehen. Die Sphäre vom letzten Mal ist wieder aufgetaucht. Ja, dank deiner Hilfe, dass du das letzte Mal so viel von der Sphäre erkundet hast, haben wir eine Menge wertvolle Informationen erhalten. Aber obwohl die Gilde bei der Untersuchung geholfen hat, sind von draußen kaum Infos zu bekommen. Wir bereiteten uns darauf vor. Ich dachte, was soll das heißen? Weitere Personen mit der Forschung zu beauftragen. Wir haben sogar Leute aus den Gilden um Hilfe gebeten, aber dann ist die Sphäre plötzlich verschwunden. Erst heute ist sie plötzlich in Mondstadt aufgetaucht. Und woher weißt du, dass sie überhaupt da ist?
Dank der Nachricht, die ich von den Brüdern aus der Abenteuer... Ah, okay. Konnte ich sofort hierher kommen. Habt ihr schon angefangen, sie zu erkunden? Natürlich, mit der Sphäre direkt vor unserer Nase drauf sollten wir da noch warten. Ja, aber ihr seid doch voll die Lappen, Alter. Ihr kriegt doch sowieso nichts zusammen. Die Regeln dieser Sphäre scheinen weiterhin unverändert. Es werden immer noch Dinge schaffen. Laufende Erkundungen haben wir entdeckt, dass diese Sphäre tatsächlich in der Lage ist, einige Gegner zu erschaffen. Wir werden uns angreifen. Wenn sie uns angreifen, dann ist der Schmerz durch diese Angriffe tatsächlich real. Soll ich es ausdrücken? Es unterscheidet sich kaum von einem echten Kampf und die Abenteurer sind daran interessiert. Daher können nicht mal die Gegner besiegen, die sie sich selbst ausgedacht haben und brauchen dann Hilfe von anderen. Gern, let's go. Angelika, guten Abend und Max ebenfalls. Wenn es Aktionszeitraum kannst du diese bizarre Sphäre betreten und ja. Irgendwas, glaube ich, muss ich hier dann einstellen, damit ich zu dem Ort komme, wo ich hin muss, oder war das nicht so? Wie, das ist doch nicht mal fertig, ey, was soll denn das? Gestalt und Theater der Bollwerke, oh nee. Startstufe Gefährte 70, Startstufe Waffen 40, Was zur Hölle, Alter? Was geht denn ab? Ich weiß gar nicht, ob ich Lust auf sowas habe, Alter. Scheiße. Ey, brauchst du Wissenschaftler? Das wäre des Marsches. Zum Abschluss der Zunge. Keine Ahnung. Da nehmen wir dich auch mal mit. Ja, sammel die Dinger halt ein. Warum ist denn das Ding was neben mir? Ja, doch, geht. Habe ich jetzt nicht alles? Scheinbar. Ah, nein. Geht's da wieder zurück? Oder schicken musste ich hier auch nicht. Ah, okay. Catch me. Okay. Huh. Das war jetzt irgendwie nichts Besonderes. Das war nur das eine. Ja gut, dann machen wir das jetzt auch einfach mal los. Keine Ahnung. Nimm dich, dich wieder und dich nochmal. Haben wir noch irgendwen? Nehmen wir euch zweimal weg, nehmen wir halt mal ihn mit, den haben wir eigentlich nicht mal und den haben wir auch nicht. Go. Ja, man soll die halt vernichten.
Nein, hör auf. Blitz. Machen wir hier Feuer. Und hier machen wir Wind. Gibt es da irgendeine Richtung oder macht es das in jede Richtung? Das Drehen macht gerade keinen Sinn. Ich weiß nicht mal, in welche Richtung das gerade zeigt. Ah, da, auf der Kugel ist ein Ding. Okay, ich hab's gerade weggedreht. Hochstufen kostet 15, da habe ich nur genommen nix. Da gibt's gar nichts mehr? Oh ja. Information Prüfung. Aktiviert. Warte, ich kann die selber hauen? Das ist neu. Ey, wenn ich das gewusst hätte. Yeah, mind the side effects. Through me, justice is served. Ja. Alter, wie die das halt komplett ignorieren. Nein. Ah, okay. Wie kann ich eigentlich bauen? Mind the side effects. Cascade. Your sins weigh upon your soul. Noch mehr. Mind the deluge. Der schießt lieber bei Ayato. Ich muss da mal ein gescheites Team nehmen, Alter. Das ist ja mal voll der Müll. Ich dachte, ich kann die bloß aufhalten, wenn ich wusste, dass ich hier kämpfen kann. Immer noch einer. Nowhere to run. Scatter. Futile. Ja, ich weiß schon, dass ich die Türme verstärken kann. Ich habe bloß keine Lust dazu. Be still. Weil ich meine, wenn ich so kämpfen kann, kann ich das so auch machen. Wobei, wer weiß, ob ich es jetzt noch versau, deswegen. Nowhere to run. Ja, geil war es auf jeden Fall nicht, was ich jetzt da gemacht habe.
Wow, das ist voll so die 20-Minuten-Aufgabe, das ganze Ding, was wir da haben. Theaterbauwerke 150 Gestaltpunkte, 280. Keine Ahnung. Was, Alter. Besiege einen Gegner, 4, 5. Verfügbare Gefährten, nur die 3 da unten? Was? Okay. Wie weit bist du bei Zelda? Eigentlich nicht weit. Erster Dungeon habe ich gemacht. Und seitdem bin ich jetzt immer im Untergrund. Ich hätte es vielleicht lesen sollen, ne? I must leave no stone unturned, as a good knight should. Oz, reveal thyself. As you wish, mein Fräulein. Nope. Just like we rehearsed. Kann ich hier irgendwas machen? By royal decree. Ah, jetzt. Figurenstufe auch. Einladungsstelle. Ah. Wobei. Bonusstelle. Taktik des Überfalls. Truppe um 30. Verbessert Körperbau um LP. Taktik der Elemente. Alter, hier blickt doch kein Schwein durch, Mann. It's my lucky day. Oz, reveal. There's more. Don't touch me. Hä, ich dachte, hab ich die Gun jetzt gerade mitgenommen? Try this on your side. Wings of darkness. How's this? Come, sever night from. As a dutiful maid would. Oh, gut, dass ich meine Geexterwährung in 5 Sekunden. Ah, jetzt. Boom. By royal decree. Hi. Leave it all to me. Yeah. Eingeladen. Ne, wir haben sie doch eingeladen. Ach so, ich muss da oben rauf dann. Ne, warte mal, Gunny muss auf der Fischlian-Platz. Und Raiden darf dann da hinten hin. Und Kolle schmeißen wir raus. Wobei, ne, die Kolle nehmen wir dafür für die... So. Ja, ist schon irgendwie ganz lustig, aber... Das ist nix, wo man braucht. Care for a decent target practice. Born of ice and frost. Dance with me! All hail. Now you shall perish! Be a good audience, won't you? Go! Help! Not done yet!
By royal decree. Midnight Phantasmagoria. Lord of Sand. Oh, da ist die Bitch. So, machen wir hier ein bisschen Ding. Shine down. Inazuma shines eternal. Voila. Kokumi. Nahida? Ne, dich nehmen wir mit. Was ist das da? Achso, ich kann bis zu 4 anlegen. So. Was haben wir dann hier? Machen wir ihn hin. Hier machen wir die Kokumi hin. Und schon passt alles. Haben wir noch Kohle für irgendwas anderes? Ja. Stangenwaffen sind eigentlich ganz fancy. Oh, Bossgegner. There is no rest and rebuild. Shine down. Access denied. Kamisato up. Suiyu. Ja, du kannst nicht aber weglaufen. Du musst schon in meine Dinge gehen. Illusion shattered. Allow me. Torn to oblivion. Bam. Und weg ist er. Ja, aber jetzt haben wir das ja eigentlich auch schon wieder alles, ne? Belohnungen. Bonus des Selbstgestalteten. Göttliches Gestaltungshandbuch. Ach du Scheiße. Ei. Hier, Legendenauftrag. Ja, den habe ich ja gemacht das letzte Mal. Oder vorletzte Mal. Auf jeden Fall habe ich gemacht, ja. Der war echt schön, der Joimir, Legendenauftrag. Aber, wow. Ja, das ist so eine halbe Wissenschaft, was die da reingesteckt haben in das ganze Ding. Wie lange haben wir jetzt noch? Hier. Schauen wir mal, ob wir da der hier uns entweder fast machen oder dann... So. Dann machen wir eine ganz kurze Pause und dann geht's gleich los. Dann fangen wir mit der hier einfach an. Scheiß drauf. Ich könnte natürlich auch das in der Wüste weitermachen. Nein, da muss man so viel lesen, Alter. Bäh. Heute nicht. Genau. Kurze Pause und dann geht's gleich weiter.
So. Wieder da. Kurze Frage, hat irgendwer gerade Werbung gesehen? Okay. War das eine penetrante Werbung? Weil ich habe neulich gesehen, dass wenn ich Werbung einschalte auf meinem Ding, dass sie dich fragen, möchtest du auch mitten im Stream Werbung sehen? Da immer, hä, nee, Alter, seid ihr bescheuert? Und jetzt habe ich gesehen, es gibt einen Knopf dafür. Dann dachte ich mir, den probiere ich jetzt einfach mal aus, um zu fragen, was da passiert. Ging wohl, bin weggelaufen. Achso, okay. Ich hatte keine Werbung. Ja, es trifft immer nicht jeden. Das ist wie bei Twitch. Das ist bei Twitch ist im Moment auch schon wieder alles am Brennen. Das ist wahrscheinlich, weil ich da angefangen habe. Hängt bestimmt davon ab, wie lange man schon da ist. Nee, die haben, das wird wie bei anderen Dingern sein, wenn du Werbung schaltest, gibt es eine bestimmte Anzahl an Werbung, die gerade verfügbar ist auf der ganzen Plattform und die wird halt dann bei jemandem abgespielt. Das heißt, es kriegen nicht alle eine, sondern halt nur manche. Also so ist es mal irgendwo erklärt worden. So. Springen wir rein. Manticora. Da. Blut der Löwen. Geschwärzte rote Seide. Kaum noch dran erinnern, aber das ist ja nicht so spannend. Das von der Deyas meinst du jetzt, oder wie? Gut, dass die automatische Türen haben, wenn sie schon sonst nichts haben. I was trying to remember. What else did we put on our shopping list? Oh, what a mouth-watering smell. Paimon would know the aroma of biryani anywhere. Let's go get some. Alter, wir sind, was jetzt, 5 Sekunden in dem Auftrag? Okay, wir shoppen. Oh, da riecht's gut, was ist das? Steht doch nicht auf dem Plan, oder? We can still add it to the list. Well, if it isn't the traveler in Paimon. Oh, die Wasn't Ding ist auch expecting to dabei. see you here. Die dessen Namen ich vergessen habe. Hello there. Dunyasa. Oh, it's been quite a while. Was habe ich mir denn merken können? Ah, so you two are still hanging out together. Dia, didn't you say last time that you were gonna head back to the desert?
I said I was going to resign from being her bodyguard, not that our friendship was over. We're still the best of friends. The Homayanis also still post jobs from time to time. Their pay is always generous, so me and the other mercs never pass them up. I told Dia to just stay at our place when she took one of those jobs a few days ago. My parents were delighted. They even said that it always felt like we were missing someone whenever Dia wasn't around. That sounds like something they would say, all right. They're always so welcoming. Anyway, the job is already taken care of, so I was gonna head back to the brigade as soon as I finished a little shopping. But the master kept insisting, and I ended up staying for another day. You can stay for as many days as you want, Dia. Father hasn't even gotten around to treating you to his best dishes yet. You know I'm not the kind of person to stay put in one place like that, my lady. Don't worry, though. There'll always be next time. What? She said they'll treat you to the best dishes! I can't believe you can still refuse that! Nicht jeder denkt mit dem Bauch. But wait. Didn't you say last time that you would take me on a trip to the desert? Why don't you just take me with you today, when you leave? There are so many places I still haven't visited yet. I'm sorry, my lady, but no can do. There's still a few things I need to take care of back at the brigade. Besides, the desert hasn't exactly been the most peaceful place lately. Alter, war die Wüste überhaupt schon mal sicher? Das ist ein Monsterhort einfach, mehr nicht. Oh, come on. Eigentlich könnte man sie This abfackeln. again? That's also what you said last time and the time before that. Ich meine, wir könnten die ganze Wüste abfackeln und niemand würde was vermissen. I know, I'm sorry. Just give me some more time, and I promise I'll plan the best trip ever for you. All right, fine. To be perfectly honest, it's not that I wanted to go, it's more like I feel like something is off about you lately. Ever since you first set foot on the estate a few days ago, you've been acting anxious and even paranoid. Have you been delaying our trip because you've run into some kind of trouble? Nah, are you kidding? You're worrying too much. Would you swear on that? Friends shouldn't lie to each other, you know. I wouldn't pry any further if you're willing to swear on what you just said. But if something really is bothering you, then just tell me. You know I'll help you however I can. Oh, looks like Junior's was onto something. You're too perceptive, my lady. Seems I can't hide anything from you. I just thought that nothing good could come out of telling you about the messy happenings of mercenaries. Knowing too much only leads to more trouble. Mercenary life is a dog-eat-dog world where Mora reigns supreme. Everything operates on a completely different set of rules. That doesn't change anything about what I just said, though. We're still friends, and I can only support you if I understand what's bothering you. My lady, you're not gonna stop until you drag it out of me, are ya? Du hattest vorhin die Chance abzulehnen, da hast du schon verloren jetzt. All right, I'll share what I know. Let's go somewhere else first. This isn't exactly the best place for a discussion. Und wir dürfen einfach mit. Let's talk here. Gehen wir einfach mit. Try not to draw any extra attention. Ist auch geil, weißt du? Sie will es wissen oder so. Ja, wir gehen einfach mal mit. As you may already know, the Eremites have both a lot of mercenaries and a complex organizational structure. Many mercs are no different than me, just going around looking for jobs to earn some mora. Ich vertraue dem Kind da hinten nicht, das schaut so komisch. My brigade is called the Blazing Beasts. We're not a large group, but every member is loyal and brave. However, not all Eremite brigades are like mine. Some are willing to cross all kinds of lines for the sake of Mora. The most notorious is a faction known as Deshret's Relics. Deshret's Relics? Judging from the name, they must really look up to... Sollte die Übersetzung von Deshret's Relics nicht Deshret's Relikte sein? Vermächtnis hört sich falsch an, aber gut, da ist aber wieder die Frage, was die im Chinesischen sagen oder Japanischen oder was weiß ich was. Al-Amar. Yep, you got it. I've heard that you've already crossed paths with Ain al-Akmar.
They're one of the groups Come under the on. Relic's banner. Oh, you mean the group that tried to sell us the Divine Knowledge Capsule? Yeah, they weren't friendly at all. Deshret's Relics is composed of many smaller brigades like Ain al-Ahmar. The Relic's headquarters issues orders to all brigades under his control. On any other day, I would want nothing to do with them. Unfortunately, though, the brigade that's stirring up trouble now is none other than Dekan al-Ahmar. Die und ihre Namen, Alter. Dekan? I think it means beard or something. Believe me, it's a really stupid name. I found it insufferable for years. Alles klar, alter Bart. Anyway, the real issue is that Dekan al-Ahmar is led by my father, Kusela. Say what now? I think I'm starting to understand your anxiety now. But what did they do? I won't go into details, my lady, but they've been involved in a lot of violent incidents. We're talking hundreds. Hundreds? Yep. The scenes tend to be quite gruesome, too. They strip the victims of all their valuables before murdering them. Not only have they targeted merchant caravans and ordinary citizens, but other mercenary brigades as well. That's beyond terrible. They won't even spare their own kind. I don't know how Deshret's Relic sees it. All I do know is that Dekan al-Ahmar has become more and more aggressive over the last few years. If I don't do something about them, then even my brigade or the people of Aru village could become their next target. I just wish I knew what's driven him to do this. Also gehen wir los und vermöbeln Deyas Daddy. Yeah. How can your father do such terrible things? I don't know. People change. He's always been pretty pathetic. But at least in the past, there were still a few lines that he wouldn't cross. That's setting the bar pretty low. I mean, if he was even remotely decent, then why would I have to leave the brigade and cut all ties with him? Wegen dem Namen? Ich meine, Dakan heißt irgendwas mit Bart. He was loud and foolish, with no real sense of purpose. Instead of doing anything useful, he spent most of his time drinking and chasing after women. Of course, the other brigade members were just like him. Their ruckus would go on night after night. Sounds like a nightmare. What about your mother? Did she ever step in to stop them? Unfortunately, I never knew my mother. Erwartbar. I'm sorry, Dia. I didn't know. It's all right, my lady. That's pretty common in mercenary circles. Didn't I mention that my father was chasing after women? He told me that he wasn't sure who my mother was. And in any case, she never came to see me. He'd say, "You'll be fine as long as you remember to stick with Dad." But even then, he left most of the parenting to the brigade. The one thing I do remember is that he used to tell me stories. But the problem was that he had terrible taste. He only knew a few stories, and even those tended to be pretty stale. They were tales of desert warriors defeating dragons in the forest, or stories of mercenaries rescuing princesses from rebel armies. Sounds like your typical fairy tales. More or less, yeah. They were interesting maybe the first or second time around, but after about 20 repeats, they started to get a little dull. He seemed to think those stories were the best things ever, though. He was so into them that he'd call the whole brigade over and make them perform the whole thing as a play. Even the toys he gave me would all be story props. I'd get helmets, shields, and toy swords. It was only much later when I realized that the shows were more for him than they ever were for me. What an interesting guy. Hört sich nicht so an, als wäre der wirklich böse, oder? Yeah, I've always found him pretty childish, but that was something I could just shrug off. I had no reason to despise him. Until I grew up and learned the true face of Deshret's relics for myself. Looting, blackmail, violence, and fraud. They not only accepted such heinous acts, they would even openly boast about them. No one in the brigade was any kind of hero. Instead, my father and his cronies were more like the bad guys that needed to be taken down.
Did they really think that as long as they didn't do any of that stuff right in front of me, I would never know? I think I can understand your feelings. The difference between perception and reality must have hit hard. Yeah, but don't worry, my lady. It's all water under the bridge to me now. I had a huge argument with my father and left that place behind for good. I'm not investigating them due to any bitter feelings I still have towards my father. I just want to protect those that are close to me. Du willst also nur herausfinden, warum sie plötzlich angefangen haben, viel mehr über die Taten zu begehen. Yeah. I told the boys to gather as much information as they could. Most of the reports concern violent incidents, but there's also some talk of smuggling. I see. But isn't this investigation incredibly dangerous? It is, but every mercenary lives life on the edge. It's a lifestyle that I enjoy. That may be true, but it'll be impossible for those who care about you not to worry. Well, now you get why I didn't want to share any of this with you. What should we do? They both have valid concerns. Ich gehe mit Deya, weil ich ihren Auftrag aktiviert habe. Huh? But there's no need for you to get caught up in this mess too. Ja, aber weißt du, für solche Typen ich schon verwirbelt habe? Well, he's super tough, so if he went into the desert with you, then Paimon bets the problem will be solved in no time. I'm inclined to agree. I'd feel a lot more at ease if you took him along to help. Keine Sorge. I'll wait for news from you in the city until then. Please, stay safe. I'm honored that you care so much for me, my lady. All right, then let's get moving. Our first stop will be Caravan Rebot, where we can catch up a bit with my fellow mercs. Die lodernden Bestien. Weißt du, das ist wenigstens ein geiler Name. Einigermaßen. Manticora, erster Akt, Blut der Löwen. Ich finde, der passt auch echt gut, dieser Name. Manticora. Hört sich stark an. So, jetzt hat aber guten Abend, Klaus. Und mir geht's auch gut. Und schön, dass dir auch gut geht. So. Hey, Deyas, you're back. Are these two friends of yours? Nein, das sind nur zwei, die mich stalken. Hallo, sehr erfreut. Likewise. There's no need to be so formal with us. We're a pretty casual crew. Anyway, since we've got a newcomer, let me fill you in on what the Khan al-Akhmar's been up to lately. They've become extremely aggressive. Apparently, even their own now have become acceptable targets. They even attack other relics brigades, just the same as any other mercenary brigade. Even the most ferocious beasts still protect their own. And it sounds like they've thrown that straight to the wind. That's right. Once they've collected enough loot off the other mercenaries, they sell it off to a different brigade, or turn to merchants on the black market. A portion of their profits is immediately exchanged for more food and weaponry to be used in their next violent operation. That's terrible. Yeah, and it really makes you wonder why they're so desperate for Mora. A few days ago, Isham and I trailed them for a while, and even disguised ourselves as merchants to conduct trade with them. We were able to learn a few things from the exchange. Rather than saying they're out to plunder and hoard Mora, it'd probably be more accurate to say that they're experiencing an internal power struggle. Deswegen ist es alles schlimmer geworden, weil einer der anderen die Kontrolle übernehmen will. Wait, a power struggle? You heard me right. The vast majority of their victims are mercenaries from the other brigades of Deshret's relics. If their only goal was Mora, they could have gone after anybody. The targeted nature of their attacks points to a power struggle between the different brigades within the relics. That's the only plausible explanation we have. Unfortunately, we weren't able to find out anything more specific. It seems they're also trying to keep things under wraps. Oh, one last thing we discovered was that over the past few years, as the Khan al-Akhmar became more and more active, Deshret's relics as a whole became a lot weaker. Also Deshrets Vermächtnis und Dakan Almar sind doch nicht dieselben, Alter. Mit dem Text, was da manchmal unten steht, war ich mir jetzt nicht mehr sicher, ob das nicht einfach dieselben sind. Macht die Sache irgendwie noch verwirrender. It sounds mighty strange to me too. Harun, you can leave the rest of the investigation to us. Gotta say though, I didn't expect you to go on a whole undercover mission during the few days I was gone. Sounds like you were really putting your necks on the line, no? Nah, it was nothing. We're just as concerned about the situation as you are.
The Khan al-Ahmar is your father's crew after all. What he said. Besides, Dia, haven't you done more dangerous things than all of us combined? Yeah. And while they went to talk with Khan al-Ahmar, I took a look at the last camp they attacked. Any survivors of the attack were already long gone. There was nothing of value left in the camp. Ah, Hisham and Khalaf. You're here too. Hört sich wie ein Gericht an. We rushed over as soon as we saw you come into Caravan Rebot. Although this new friend of yours looks a little green behind the ears, I'm sensing a special vibe from him. Now that we know you'll have a capable partner with you, we can also rest easy. Hey, what about Paimon? Do anything special? Das ist ein Satellit, Alter. Ich krieg den Namen nicht mehr raus. Oh, you're also planning to tag along with them? Of course! Paimon is the traveler's most important guide. Wherever he goes, Paimon will follow. Oh. In that case, then you'd better take care of her too, Dia. Don't underestimate Paimon! Don't worry about her. She may look tiny and helpless, but she's been through just as many battles as the traveler here. Even if she had only survived on sheer luck, then that alone would still make her quite formidable. I had no idea. I guess I shouldn't judge by appearances. Oh, one other thing, Dia. When you're free, why don't you update the deputy about your upcoming schedule? We held another recruitment event a few days ago, but everyone only came to see the Flame Main. You weren't around at the time, so people were pretty disappointed to only find our crew of rough, unkempt guys. The deputy put a lot of effort into the event, but it was basically for nothing. Only a few people chose to stay, and that really got to him. Sorry to hear that. I'll be sure to bring him some great liquor next time. I left in a hurry and I couldn't make it back in time for the event. Gotta admit, I can understand their disappointment though. You're our brigade's main selling point after all. Now, if only the deputy could figure out a way to bring a few more smoking hot members into our ranks. Keep dreaming. Remember the last time I invited a couple gals into the brigade? You all just froze up with your mouths gaping like a bunch of scarecrows. The awkward silence and weird expressions left quite the impression on them. They were originally interested in joining us, but after that, they both told me they were too uncomfortable to stick around. Hey, didn't we agree to never bring that up again? Die harten Söldner, die Angst vor Frauen haben. Huh? Wait, are you serious? Why have I never heard about this? I don't think you were part of the brigade yet. Are you kidding me? I missed a once-in-a-lifetime moment like that and you weren't even gonna tell me? All right. We can tell you about it later. Now's not the time. Hey, don't you try to change the subject. You and Hisham get your butts over here and tell me everything right now. Schönes are they Team. always like this? More or less. There aren't many rules or graces when it comes to mercenaries. We're used to just speaking our minds. If someone starts getting under your skin, you just yell right back at them. And if that doesn't put an end to it, then you just challenge them to a fight. But we also don't tend to take many things too seriously. Being direct and getting it all out of your system as soon as things come up is better than keeping everything bottled up, never talking about it. Wie sie im Hintergrund vorbeirennen. Hey, warte, da sind sie ja schon wieder. Warte, jetzt ist er alleine gewesen. Wo sind die anderen? That's also why I never spare their feelings when I talk to them. If I want to laugh, I'll laugh. If I'm angry, then I'll unload on them. It's hard to stop once you get used to it. Though, I can never do that when I'm with the Homayanis. Wer soll es denn Homayani? Hey, knuckleheads! Can you at least tell me the rest of the intel before you go back to your bickering? Yeah, you hear her, Holloff? Told you we gotta focus on the investigation first. I drew up a map. Right here is the spot. There you'll find the merchant caravan responsible for getting rid of the Khan al-Ahmar's looted goods. All you gotta do is wait and ambush them in the evening. They'll have no idea what hit them. Perfect. Thanks for that. Be sure to pass my regards to everyone else in the brigade as well. Will do. You stay safe, Dia. Verdammte Weichflöten, Alter. Wobei ich wahrscheinlich meine Fresse auch nicht aufkriegen würde, also...
Aber ich darf die Leute im Spiel verurteilen. Alter, dass der so quietschen muss, verdammter Stuhl. Das habe ich neulich erst geölt. Da. War keine gute Frage. Nö, passt schon, Klaus. Stell Fragen, was du willst. This should be the place. Let's find a spot to hide and bide our time. It's gonna come down to a fight one way or another, so let's all be careful. Es sind so viele Stellen, wo man sich verstecken kann. Stellen wir uns einfach neben die Straße ins Gras. Das Gras wird uns schützen. No need to worry. He knows his way around a fight. I'm not worried about that. What I meant is that we probably shouldn't go too hard on the enemy. After all, we still need to get information out of him. Ah, here they come. You ready? Let's not give them a chance to react and end this quickly. Was ist das für eine Pose, Traveler, Alter? Entdecke. Wie wenn er irgendwie ein großer Anführer wäre. Oh, wir haben die Jelan. Der. I see everything. Here. Quiet now. Oh, warte, 5. Look alive. Oh. Ey, wie es den voll weggefetzt hat. Guten Abend. Was war denn das jetzt, Alter? Ich glaube, der stirbt uns gleich weg. You're the Flame Main. Good. That saves me an introduction. All right, time for a little talk. Are you buddies with Dakana Lakmar now? Tell me, what are they after? You know the code of being a mercenary just like everyone else. The first rule is to never divulge key information about our employer. What makes you think I'd talk? That might have worked on an amateur, but I know you're just looking to protect your reputation. Think about it, though. What's your reputation worth if you won't have the other tools you need to succeed in this line of work? Tools like, I don't know, your limbs or eyes? You've got 5 seconds. You might want to think twice about how much your employer's information is worth to you. Whoa! Sie weiß, was sie tut. I'm not joking around. We can do this the easy way or the painful way. 2 seconds. I'll save you the trouble. Warte, was? Hat er sich selber umgebracht? Are you crazy? He tried to bite off his own tongue. Quick, search the area for any first aid supplies. Wow. Mit Deyas Behandlung wird die Blutung und Saras Mund unter Kontrolle gebracht. I definitely didn't expect him to go that far. Thankfully, the wound wasn't too deep, and he just passed out from the pain. Wow. But why would he be so extreme? Trottel? I just wanted to test his mettle. You can get a lot of mercenaries to talk just by threatening them. I didn't expect him to be willing to go through so much pain just to deny us some intel. Well, he's out cold for now. We could wait for him to wake up, but maybe it's not a good idea to interrogate him any further. What should we do? Yeah, don't worry about it. It'll be a waste of time to interrogate him again after that. He might just hurt himself again if we start asking. There are lots of goods around here. Let's search the area. Maybe we'll be able to find something. I'm really sorry. Das heißt nicht ernstlich verletzt und sollte bald aufwachen können. Es sollte in Ordnung sein, ihn für eine Weile hier zu lassen. Kann man sich echt, wenn man sich auf die Zunge beißt, dass man ohnmächtig wird? Ich meine, ich habe schon gehört, dass man sich die abbeißen kann, aber... Ich hoffe, Medizin und Bandagen in der Kiste, sie scheinen es eilig gehabt zu haben. Alter. Menge Essen und Wasser in den Kisten, natürlich Sachen, nichts Wichtiges. Oh nein, warum sollten wir auch das Ding zuerst zu? We found a piece of paper with a bunch of names on it. Maybe it's a record of something. Let me take a look. If this really is a merchant caravan, they should have a record of their transactions.
Yep, I see an entry for Dakana Lakmar right here. Kusela, Idrisi, Bashar, and Takriti. All familiar names. Dakana Lakmar has been trading for a hefty supply of food, weapons, and medicine. It seems that in the past, they used to receive some canned knowledge as well. This caravan is just one link in their logistics chain. Once in the rainforest, the caravan will exchange the looted goods for Mora, and the funds will then be passed to a specific person. That person will then pack the caravan full of necessary goods, which will then be brought right back to Dakana Lakmar. Wait, why is there no Mora value recorded for the final transaction? No value? Yeah, every transaction before the last one was marked with an exact amount of Mora, but the final one, where they paid for everything to be brought back to the desert, was simply marked as delivered. Das ist nur der Zahlungsausgleich für die gelieferte Beute. Perhaps. But they couldn't have known how much they would make off selling the loot. Do they not care about profit margins at all? Anyway, the next part's the records of the goods themselves. There are a lot of entries. Everything was probably sourced from the rainforest. Huh? What's wrong? Shazaman Homayani? Homayani? You mean Dunyarzad's family? Could it just be another family with the same last name? Oh. I'd be surprised to find someone with the exact same first and last name. Shazaman Homayani is Dunyarzad's father, and the head of the Homayani family. Just what the heck is going on here? Wir sollten das zuerst genau durchdenken. Beruhig dich, Deya. I'm sorry. You're right. I'll consider what we found and not jump to conclusions just yet. But what this piece of paper confirms is that the Homayani family has been providing goods to Dakana Lakmar. What if the Homayanis have been kept in the dark and don't know they've been trading with Dakana Lakmar? That's a possibility, but if that was the case, why is this caravan specifically named Shazaman as their person of contact? They could have just as easily bought goods such as food and medicine directly from Caravan Ribat or Port Ormos. Wenn sie Bescheid wissen, dann ist es eine Art Finanzierung. Yeah, funding violence and looting. The brigade gets the goods, and he is paid the proceeds from the sale of the loot. But why would he do something like this? It's not like the Homayanis are in need of money. Ja, aber jemand, der Geld hat, heißt nicht, dass er noch mehr Geld haben will. I honestly have no idea. I've been to their estate many times, and I've never noticed anything suspicious. The only potentially large expenditure I could think of would be the treatment costs for Dunyarzad's Elazar. Maybe they borrowed a lot of Mora in the past? But that's still just a speculation. I don't think the Master would stoop so low to make Mora. Dann gute Nacht, Angelika. Schön, dass du da warst. Ich glaube auch nicht, dass Dunyarzad Bescheid weiß. You're probably right. I know my lady's personality, and she wouldn't deliberately keep something like this from us. But what should we do now? All we found is just another mystery. Wenn wir das vollständig aufklären wollen, gibt es kein Zurück. If you ask me, we already have no choice but to confront her about this. I'm not worried. It's too early to make a verdict yet. I still have faith in the Homayanis. Let's go find my lady again. We'll tell her everything and see if she's willing to lend us her support. If we're lucky, we can not only figure out the mystery of this paper, but also follow the trail of breadcrumbs to the people responsible at Dakana Lakmar. Deya, are you sure this is the best decision? What if instead of getting the help we need, we just end up revealing everything we've discovered to the enemy? I've considered that possibility. But even still, I want to tell her what we found. I think I owe her that much. She showed genuine concern for me when we first brought up the topic. I can't repay her kindness with doubt and suspicion. That's not how I deal with people. You're right. Paimon wants to trust Dunyarzad too. Hoffentlich können wir ihr helfen. Yeah.
Let's pay another visit to Sumeru City. Holla. Nee, Zelda habe ich noch nicht zu Ende gespielt. Noch lange nicht. Und unseren Zungenbeißer lassen wir jetzt einfach hier liegen. Das schaut aus, wie wenn wir ihn umgebracht hätten und da versteckt hätten, billig. Oder er wurde von irgendeinem Monster verschleppt und dann ist bloß noch die Unterseite übrig. Echt, Alter, der Speicherplatz ist jetzt leer. Leck mich. Spiel. Oh, fuck, was fehlt jetzt da? Your skin? Oh, das war da schon weg? Shit. Muss ich dann aus dem Stream nehmen? Fuck. Das können wir löschen. Das kann ich löschen. Trotzdem nicht viel übrig. So. Für die Folgen auf YouTube muss ich jetzt dann aus dem Stream das Zeug nehmen. Speicherplatz war alle. Ich wusste, ich habe vorhin noch nachschauen sollen. We're back, my lady. Oh, you're back a lot sooner than I expected. You mustn't have run into any trouble then. Well, Actually, we're still investigating. It's just that we've discovered something strange. I see. The clues you found have led you back here, in the city? Noch näher. Something like that. Yeah. You all look a little dispirited. Whatever you found must not have been very encouraging after all. Why don't you discuss it with me? Maybe I'll be able to say something to cheer you up? It's okay, my lady. It's not so much about me being upset with my father or anything like that. How should I put this? So something is wrong. Even the Traveler and Paimon have been uncharacteristically quiet. On any other day, Paimon would have already waved to me with a smile and shouted, "Dunyarzad, we're back!" So tell me, what happened? Oh, jetzt wird sogar dunkel im Hintergrund. Well? My lady, please prepare yourself for what we're going to tell you next. It concerns the Master. The Master? You mean my father? Okay, I understand. Don't worry about me. I'll listen as attentively as I can. Etwas zögerlich berichtet Deya an Dunyarzad von den Ereignissen eurer My Nachforschung. father has been supplying goods to Dakan al-Akmar? Yeah, it makes as little sense to us as it does to you. I've never doubted the Master's integrity, so I'm having a real hard time rationalizing how he could ever support an infamous brigade like them. Maybe he's not actually aware of the full story and just stumbled into the deal by accident. Und wir gehen grätschen gleich rein, aber ist unwahrscheinlich. I can't help but agree with the Traveler. Huh? You mean you feel the same way, Dunyarzad? Thank you for sharing all this information with me. Since you've told me everything you know, I should also tell you about some doubts that I've been harboring for quite a while. In the past, I thought that my father hired a bodyguard for me so that I wouldn't run away and get lost. However, there are plenty of capable mercenaries in the Corps of 30. Why did my father go out of his way to hire Deya? About that. Well, the Homayanis really needed bodyguards, so they reached out to the Blazing Beasts. Later, the Master told me that I was one of the best mercenaries he'd ever seen, and that I should stick around to become one of his bodyguards. He offered me a pile of Mora, so I just signed on. Well, but that didn't really answer my question. Just think about it. Why did my father specifically reach out to the Blazing Beasts?
Maybe the core of 30 just didn't have anyone available, or maybe someone recommended us. I've never given it too much thought. I think I get what you're saying. You think none of this was a coincidence. Precisely. At first glance, nothing seems strange or out of place. But there are many parts of the story that don't actually make any sense. If my father had always been in contact with the Khan al-Akmar, then it would make sense for him to bring Dia into our house. You mean the goal all along was to get Dia to be your bodyguard? No, that's too much of a stretch. I cut all ties with my father a long time ago. He has no control over my life anymore. But that still doesn't rule out the possibility that your father has still been trying to influence your life without you knowing. So, the Master was not likely an innocent victim in all of this? So scheint es wohl. Sorry we put all of this on you so suddenly, Dunyarzad. It's okay, Paimon. I should actually be thanking you. Regardless of his reasons, if my father has truly been funding a violent group of mercenaries, then it's my duty to bring him back to reason. But is that really the right thing to do? My father has committed many atrocities and deserves all the punishment that he has coming to him. I have zero sympathy for him. You may call me an ungrateful child, but my feelings will remain the same. However, the Homayani family has treated me with nothing but generosity and kindness. If we decide to investigate this further, we could end up implicating the entire Homayani family. I would be biting the hand that's fed me over all these years. Dia. It's all right, Dia. If anyone were to ask, you could always just say that I'm the one who instructed you to get to the bottom of this. You don't have to do that, my lady. I'm not conflicted because I'm afraid of taking responsibility. Besides, you're the one we should all be worried about right now. Hey, it's still too early to give up hope. What was that thing about friendship again? Wahre Freundschaft baut auf Vertrauen auf. Right, yeah, trust. You said that yourself, Dia. Besides, there's no point on getting all riled up before we've confirmed all the facts. Wenn ein Vertrauen nicht missbraucht wurde, dann muss er auch sehr durcheinander sein. Thank you, everyone. That makes a lot of sense. I guess I should always remember the trust that I've placed in people. In which case, my lady, could you ask the Master to come out and have a chat with us? Haben wir den Vater eigentlich schon mal gesehen? Sure thing. I also hope he'll be able to give us a logical explanation. Let's meet at the usual place then. Usual place? Ah, right. Usual place? Wo? Ah. Jetzt bin ich mal gespannt. Thank you for coming, sir. Please allow me to introduce these two. This is the Traveler, and next to him is his travel companion, Paimon. Ah, yes, my daughter has mentioned them from time to time. It's a privilege to finally meet them in person. Schaut ein bisschen aus wie so ein Hippie. But we may skip all the pleasantries for now. What is the important matter you wish to discuss with me today? Shazzaman. Shazzaman, glaube ich, oder ne? Oder wie haben sie gesagt? Well, we wanted to bring this transaction record to your attention. There's something on this record that we're all pretty curious about. Der erklärt Shazzaman die Umstände und wie Zweifel. So, that's what you found. Huh. Seems like I can't keep everything from you much longer. If you wouldn't mind, we'd like an explanation. Well, it's a long and difficult story. And to be perfectly honest, I'm not sure if I'm doing the right thing. What I do know, though, Dia, is that the truth will bring you no solace,
If anything, it will likely cause you a great amount of anguish. Wait, me? Ihr seid aber nicht jetzt irgendwie du bist aber nicht die Tochter von ihm, oder? Yes, I understand perfectly why you came to see me, and I am touched by your collective commitment to do the right thing. But knowledge always comes at a price, and sometimes, as they say, ignorance is bliss. Es wäre aber schon lustig, wenn die zwei Schwestern wären. Your father, Kusela, and I both believed that. Ah, okay, doch nicht. Of course, you have the right to seek and learn the truth, but I must warn you. The facts of this matter may reduce everything you've built for yourself into sand, blowing in the wind. Alter, was sind wir bei einem Musikfestival oder so, wo der da ewig rumredet? Zähl's jetzt einfach. If you must proceed, then Kusela's heartfelt efforts will also fade into the wind like a fleeting mirage. His heartfelt efforts? I'm sorry, sir, but I'm not sure I follow. I've made it this far in life without a single drop of my father's support. I have my own ideals and ways of looking at the world, as well as people and causes that I've chosen to cherish and fight for. None of these things have anything to do with him. I came here today to support you as the head of the Homayani family. No warning will change my stance on that. I understand. Then let me tell you a little story. Jetzt bin ich gespannt. Die kommt irgendwie verheißungsvoll auf uns zu. Was ist jetzt los? Our family once needed to take a trip to the desert when Dunyarzad was just a baby. Along the way, we were attacked by bandits. They had superior numbers and quickly overpowered our bodyguards. When all seemed lost, a group of passerby Eremites lent us their support. Those Eremites were Kusela's brigade, Dekan al-Ahmar. Kusela's men told me that the attackers were Eremite mercenaries, just like themselves. I was shocked. Why would Dekan al-Ahmar go so far to save us and not spare the fellow Eremites? Kusela was grinning and walked over to play with baby Dunyarzad. She was startled by his unfamiliar face and nearly started crying. Really? I never knew. He said that he had no particular reason to help us. He just took pity on us because he had a daughter about the same age. We started talking about our children, and I sensed that he was a devoted father. To repay his kindness, I hired his brigade to help out at our estate for a time, and offered everyone generous remuneration. So, that's what happened. It was many years before I saw him again. I almost didn't recognize him the next time he came knocking on my door. The man I knew to be strong and healthy had been reduced to a shell of himself. He couldn't even walk anymore without his cane. So, what happened to him? He was perfectly fine when I left the brigade. I'm not too sure myself. The only thing that didn't change was his cheery disposition. He said there was absolutely nothing to worry about and that he had gotten into a fight. That was all. He then suddenly asked me if Dunyarzad, now that she had grown, would need a bodyguard of her own. At the time, Dunyarzad was going through a particularly severe bout of her Elazar. There was no need for her to have a bodyguard when she could barely leave the house. But he kept coming back to the topic. Come on, it never hurts to be safe. How do you know a bodyguard won't come in handy one day? I was completely lost at first, until he recommended the Blazing Beasts, and in particular, a mercenary named Deyas. So he was the one who recommended Dia to you. Indeed. He didn't say it out loud, but it was clear that he saw Deshret's relics as an evil group who would eventually corrupt every member in their ranks. He was already beyond redemption, but he hoped that he would be able to detach his daughter from the vicious world of mercenary life.
If Dia could stay in my house and keep working as a bodyguard, then gradually her affinity for the desert would decrease, and she'd be able to leave her previous life behind. And that's why you offered her such generous compensation? Deshalb hat mein Vater so einen hohen... Alter, du redest gerade mit deinem Vater. Yes, but not just because of that. From the moment that he asked me for that favor, I also began to see Dia as my own daughter. And that's also why I tried to persuade you to stay when you asked for permission to leave. I was willing to spend however much it took. Kusela saved my daughter and I all those years ago in the desert. I could never refuse him entrusting his daughter to me. He was always like that, acting like he's oh so smart and self-righteous. Kusela said that he'd reimburse me for a portion of Dia's fees. I refused to take any mora from him, but he'd always sent me funds anyway. Eventually, I just accepted them as a token of his gratitude. And that went on for a while until I received another letter from him a few years ago. The letter contained a request to help him buy food, weapons, medicine, and even explosive materials. Wait! Isn't that around the time that Dekan al-Ahmar started becoming more aggressive? That's right. When I started to hear some nasty rumors, I became wary. I wanted to meet him face to face to discuss things. But by then, he was no longer receptive to my requests to talk. If I had to guess, it's probably because he doesn't want to put Dia at risk. Dann hätte dich auch nicht um die Waren bitten dürfen. That thought occurred to me as well. I figured that he probably came to me for help because he had nobody else to turn to. After some deliberation, I decided to send him some food and medicine. I turned down all his requests for explosives and weaponry. I am aware that even such a reduced gesture of support could lead to others coming to harm, but I could not simply reject his plea for help. In the end, it probably was the wrong decision. I plugged my ears to the rumors and just chose a solution that made me feel least guilty about myself. If you can, please tell me where he is now. None of the things he's doing right now make any sense if he's just trying to keep me from getting tangled up in his world. If all he wants to do is steer clear of me, then maybe he shouldn't have brought me into this world in the first place. Oh no. Dia, please don't feel that way. I'm just angry because I can't wrap my head around any of his actions. Vielleicht kannst du ihm noch mal vertrauen. Vielleicht gibt es eine andere Erklärung. Another way? I don't know. I knew him, and he was nothing more than a childish brute. I can't understand what's going through his head. But I guess you do have a point. We haven't uncovered the whole truth yet. We still need to figure out his exact action. I'll do my best to help. Of course, anything between the two of you would need to be resolved between you and him alone. I don't know Kusela's exact whereabouts. Outside of supplying his brigade with some goods, I tried my best to avoid getting involved any further with him. However, there's a man on the list named Jawed. He used to be a mercenary in the desert and is now a member of the Corps of 30. He's responsible for supplying weapons and liaising with the Dekan al-Ahmar's merchant caravan. I think he should know Kusela's whereabouts. I've heard that he likes to have a few drinks alone and enjoy the cool wind at night outside the tavern. Maybe you'll be able to find him there. Understood. Thank you, sir. Then I guess this is bye for now, unless... I'll stay and be with my father here. To be honest, I'm still a little dazed and haven't finished processing everything quite yet. My father has indeed done something wrong, but if I think about it, I'm also not sure if there was a right way to handle this problem. I feel like our only course of action is to turn everything we know over to the Corps of 30 and let them render judgment. Yes. I am prepared to accept whatever verdict they choose. It's time to face my mistakes. Eieiei. Aber was für eine Ausführung, Alter. Jetzt zieht das wieder viel zu lange in die Länge, Mann.
Das müssen wir jeder nicht mehr hochheilen. Suche am Abend außerhalb der Taverne. Der da? Ja, Java. Huh? Who are you guys? I know what you've been up to. Smuggling weapons to violent brigades in the desert while working for the Corps? Pretty bold, if you ask me. Shh! Keep your voice down. How do you know all that? Come with me. We should take this elsewhere. I'll be happy to talk things over once we're somewhere private. This place should do. All right. Back to my question. How did you all know about me? Don't worry about that for now. You know what kind of punishment you'll face once we report you to the Corps, I assume. Wait. There's no need to jump the gun. Let's talk this out. What are your terms? So what's in it for you anyway, Mora? Well, I was a little tight on money at the time, and Kusela took good care of me in the past. I waited in my mind, and I couldn't find a reason to turn the opportunity down. I wouldn't only be helping my benefactor, but I could also make some quick Mora. Let me tell you how it is. We're investigating Khan al-Akmar, and we're gonna put an end to their operations. If you provide some help for us, then we might just put in a good word later to reduce the terms of your punishment. Hey, why don't we discuss this a little first? Listen, I made quite a bit of Mora from my last run. You just give me a number, and I'm sure we can... Shut it. My patience is running out. You should know when a mercenary is after something other than money. All right, sheesh. But you gotta promise you'll put in some nice words for me later. They're always on the move. Here's the spot they were at the last time I made my delivery to the desert. Feel free to go have a look. I'm just telling you though, it's not on me if they're not there anymore. Sure. And then you can forget about any nice words from us. Hey, come on. Now you're just being unreasonable. Really? And how do I know you're not leading us straight into a trap? Don't forget, you're the one with no bargaining chips. All right, I get it. Why don't you go take a look, and if they're not there anymore, I'll try to figure out something else for y'all. Now that's more like it. Let's move. And as for you, try to stick around the city until we get back. You don't want us to call the folks from the Corps and have them drag you back to the city. Armen Schweine. Alter, da unten in der Ecke. So. Also da sind sie scheinbar nicht mehr. Seems like we're in luck. Oh, That doch. should be their camp right up ahead. Let's go. We'll finally get to the bottom of this ourselves. I'm here to see Kusela. Tell him to get out here. Dear, why are you here? Busted. Buckle up. Ha! Achso, die macht das erstes Mal so ein Ding am Boden und dann so. Ah. Haven't you all done enough? Oh, so are you also here to stop us? Stay out of this. It's got nothing to do with you.
so. Oh, she's so strong. Wie wir die ganze Bande vermöbelt haben. Enough fighting. We all know each other, and I don't want to take things too far. Just bring Kusela to me. There's no use hiding him anymore. Uh-oh. Did you understand a single word I just said? Or do I need to bash your skull in some more? All right, everyone, let's all just calm down for a second. Dia, the boss can't come out and see you anymore. He died a long time ago. What? Seems like you've been out of the loop for a while. Guess that's for the best, though. At least, that's what the old man wanted. When did he die? What happened to him? A few years ago, Kusela broke up Dakan al-Ahmar and went to the Deshret's Relics headquarters by himself. So is that when you guys started acting up? We would prefer to call it taking revenge. Every last person in Deshret's Relics must pay in blood for what they did. Das ist also der Grund für den internen Kampf. Es geht also um Rache. Let me start from the beginning. Dia, do you know how the head of the Relics maintained order internally? Overwhelming strength and unquestionable authority? Those were a part of it, yes. But just those on their own weren't enough. They had another tool at their disposal. They called it a person's record. Regardless of whether they joined by their own will or were coerced, every person in Deshret's Relics were forced to leave a record of themselves at headquarters. Whether it be their deepest sin, some unforgivable act, or their most immoral exploit, the record served both as a symbol of loyalty and the perfect material for blackmail. Heißt das etwa, Kusai da pflegte zu sagen, es gibt kein Einkommen? That's precisely it. Every one of us have a record. Me, Bashar, Tikriti, and all the boys who grew up with Dia and ended up joining our ranks. But you, Dia, you were never asked to provide a record, were you? I never even knew this was a requirement. You were probably the only person in all of Deshret's Relics who didn't know about it. Ever since you were born, Boss had been trying to shield you from this organization's sinister rules. Not only that, but he also banned all of us from committing any nefarious acts. He said he'd take care of the dues we had to pay regularly to headquarters. But in the end, he was just an ordinary person. What could he do? He was forced to go to headquarters again and again to account for missed dues and incomplete records. He'd come up with all kinds of excuses and get beaten up as a result. We all knew he was doing that for you. He wanted to get you out of this world, no matter what it took. And that's why he became a shell of himself and couldn't walk without a cane. Wait, but that doesn't make any sense. I didn't know about any of this, and I'd never seen him get injured or beaten. Because you were too young at the time. How would you ever tell between wounds from a beating and wounds from battle? When you left home after that final argument with him, he seemed to age by a decade overnight. Even his hair went gray. So, even the blazing beasts were... Yep. It was all his doing. Had he not arranged them to come to you, you probably would have been reduced to a pulp before you ever left the desert. A few years ago, Boss said he needed to make another trip to headquarters. He was already pretty weak then, and we all assumed he was going to get beaten again. I suggested that he hand the role of leadership over to me, but he said there was no longer any need, since the Khan al-Ahmar would soon be no more. His words made no sense to me, but that night, we heard that a massive fire tore through headquarters and razed everyone's records to ash. Everyone gained their freedom that night. Many members fled, not just from our ranks, but from the other brigades as well. But how could we leave with a clear conscience? All of us who knew exactly what had happened. The boss can't have just died for nothing. Those heartless jerks at headquarters took him from us. From that point on, the sole purpose of the Khan al-Ahmar became revenge. The big fire that Boss started was quite a blow to headquarters strength. It's given us the opportunity to launch our attack.
Even though we're outnumbered, we vowed to see our revenge through to the very end. Aber zu den Opfern gehören nicht nur Deschrets Vermächtnis. There were people from headquarters who changed their names and went into hiding. Some fled to other brigades, and others escaped to the rainforest. But we won't let any of them escape our wrath. They'll all pay for what they've done. We've suffered plenty of losses as well. To keep going, we need an enormous amount of supplies, from food and medicine to weaponry and explosives. All we can do is exchange our loot from Mora, and then use that to get supplies. We forged Boss's handwriting and sent out many letters to his former friends. Thankfully, many people were willing to come to our aid. We were also able to attract many mercenaries who shared our goal. We've endured unspeakable pain to win many impossible battles. Deshret's relics have become weaker and weaker, and now we finally have an opportunity to directly strike their headquarters. Paimon doesn't know what to say anymore. Gewalt mit Gewalt zu bekämpfen macht das alles nur noch schlimmer. Ist euch klar, dass ihr Verbrechen begeht? We do know right from wrong, but we were sinners from the very beginning. We do not deserve the freedom that the boss won for us with his life. Boss always loved his old-fashioned hero stories. Those tales about sacrificing yourself to save the world. We used to always laugh at him for it. But in the end, he really went and lived those stories out himself. As for me, I never considered myself a hero. We're all the lowest of the low. We have no right to even imagine such an existence. But maybe those hero stories he liked foreshadowed everything that was to come. The spirit of the hero touched all those he had saved, and more people joined his cause. Maybe we were all just acting along with the play in the beginning. But as we acted the parts and recited the lines, we were drawn in. And now, we want to see the story through to the end. I'm sorry, Dia. I know you always found us insufferable ever since you were young. Just think of this as a madman ranting. I'll go with you. Huh? Dia? You wanna go with them? I grew up with these guys, and I know they're not bad people. It's just that some situations get so bad that it's difficult to tell good from evil. All I know is that Deshret's relics must be destroyed. Furthermore, I want to go see the place for myself. I want to know if my father is still there. I know you don't want to get involved in this, so there's no need for you to tag along. I can do this on my own. Ich bin auf deiner Seite, das geht nicht. Ich habe Dunja-Sat etwas versprochen. Yeah. Paimon feels like we'd only regret it if we don't see this through to the end. Thank you. We'll be a lot stronger together with you. I bet Boss would lose his mind if he ever knew you'd join us at the very last moment like this. Considering all the losses and injuries we sustained, we can't afford to turn down someone as powerful as you. He can think whatever he wants. But the fact is, I owe him this much. Oha. Krass. Lüge und Wahrheit. Geht zum Versteck von Deshrets Vermächtnis. Oh Mann, wir sind auf Vorräte angewiesen. Gehen wir erstmal hin und räumen sie aus. Kannst du mal bitte Gutschein im Monat zeigen? Was mit dem ganzen Zeug am besten bis nach dem Stream. Oder, wenn wir da ja ihr Zeug fertig haben. Ich hoffe mal, das schafft man noch. Jetzt bin ich gespannt, ob der Vater noch schläft, ja, ob er noch lebt. Ich meine, nach der Aktion wahrscheinlich eher nicht, aber wer weiß. Alter, ist er wirklich da oben? Is this the entrance? We sure didn't run into much trouble on the way here. Should be.
I don't think they have enough manpower left to post guards and defend their perimeters. Rein da. Ich bin hier für die Wahrheit des Lebens. Wow. Paimon didn't expect it to look like this on the inside. They should all be holed up in here. Don't know how many people they've got left, though. Who cares? We'll round up all of them. Still, we should be careful. Even if they've only got one shot left, it could still take us out. Ich habe so etwas schon oft erlebt. Yeah, we'll know what they're really capable of once we've landed some hits on them. Deshret's relics may have been a force to be reckoned with before, but their name means nothing now. Yeah, they don't stand a chance with you here. I'll take the lead. I've been here once before. Wahrheit? Was? Happy to put it on! You are not well. See everything! Here! All eyes on me! Gotcha! Oh, das sind noch mehr. Everyone hold hands! Positions! Allow me! Look alive! Dance with the waves! Quiet now. I'm getting sick of this. Oh, schon fertig? This way, follow me. We're almost there. Oh. Wait! They went charging ahead without checking for any traps! Hey, you guys okay? It seems like we just got trapped in here. Don't think we triggered anything else. Oh, was seid denn ihr für Söldner, Mann? Watch out, the enemy's coming from ahead. Well, now that things have come to this, seems we'll have to fight our way through. Don't worry about us. We knew something like this could happen. Go and take a look around. There could... Let's go! We can't let the boss down. Let's check if there's another way! The sooner we can make it through to help them, the better. Let's see. I think I see a way through over there, but it's being blocked by something. Let's try our luck with that mechanism. Okay, let's go! Let's go. Hä? Let's move out. Kann man das nach oben setzen? Erheben. Ah. Das ist eine neue Mechanik. Die habe ich noch nicht gesehen. Commit to memory. This may turn a little. Ey, die Deyas hat macht mein ganzen Bild kaputt, Mann. Und ich darf ja kein anderes Element dabei haben, damit die Sachen gleich explodieren. Another mechanism like the one before, but this one's being blocked off in the middle. We just need to adjust it a little. Oh, schon fertig. Oh, doch nicht. Erhebe. Ach nee, warte. Wir müssen nicht das senken. Senke dich. Ich find's ja schlimm, dass die Deyas dazu zählt, obwohl wir jetzt zu 15. Hä? Let's get it on. You asked for it.
Hä? Achso, der Typ lebt ja noch. This may hurt a little. Yeah, hold the line. Quietly now. Take it easy. Hey, sharing my knowledge. With all my strength. Yeah. Here comes the catch. Buckle up! Gloves off! Ey, ihr könnt nicht jetzt einfach alle sterben, jetzt wo ich mich... Warte mal, es schlägt ja automatisch zu, ich muss ja nicht mehr was machen. Jetzt geht es weg. Jetzt müssen wir die Farbe ändern. Das passt. Da müssen wir jetzt auch die Farbe ändern. Keiner da. I wasn't expecting anyone to make it through from the other side. But as a desert dweller, I suppose we should be used to our folks defying all expectations. Don't waste your breath. You have nowhere to run. Run? Had I wanted to run, I would have fled 1,000 times already. I witnessed the golden age of Deshret's relics. Even if I could leave this place behind, all that awaits me now are endless days of humiliation and ruin. Even now, my brothers and I still believe in one thing. The greatest should never live to remember their fall. So you want to go out in a blaze of glory. Let us draw our weapons! We will show them the true power King Deshret bestowed upon his followers. Ups, jetzt habe ich rausgeklickt. Also die ganzen zwei Leute da. What two? While we hold within ourselves the entirety of the relic's glory. Wave one, charge! Eliminate them! I see everything. Temple of Wisdom. Game's up. Game's over. Don't think that you've won. We're just getting started. Now you're testing my will. Everyone hold hands. Gotcha. King Deshret will not abandon any one of his followers. You're dead meat! Now you're testing my patience. Boah, was geht denn jetzt ab? With all my strength. All eyes on me! Brothers! This is where we prove our faith. You all just want to die? None of us plan to leave this place alive! Everyone hold hands. Goodbye. But we'll meet again. Fertig? The commander has finally fallen. But they're still coming at us. This place is like a gladiator's ring. They just keep coming no matter how many we beat. Yes, keep fighting! There's no need to fear, and no need to back down! This is our last stand! When the next wave comes, try to draw away their attacks. I'm going to see if I can take out that high platform.
Get out of my way! Come and face me, Michel! Ugh, so they've broken through the front as well. Apologies, Lord Michel. They fight like absolute madmen. No matter how much we throw at them, they just keep coming for more. Ouch. So, it would seem like this is the end. Time to pay for everything you've done, Michel. You think I would give you that opportunity? I will be buried in the sand alongside all the rest of our fading glory. Hey, wait! We were too late. It's over. There's no more need to fight. But if you're still going to cling on to your so-called mercenary's pride, then I'll give you all a good beating as well. Was war jetzt das für ein Einspieler? Hey, dear! I found the mechanism. I'll get you all back up here right away. Also bei der DM-Ding haben schon Let's go. ein paar Sachen dabei, die wohl echt komisch waren. Unten steht irgendwas, was er sagt oder so. Und hier jetzt auch, Alter, alle lassen die Köpfe hängen. Und einer bloß. Was denkt ihr, wie alt ist Yelan und Chichi? Keine Ahnung, Yelan hätte ich so um die 30 eingeschätzt. Who are you filthy 25. rats? And why are you always pestering us? You call yourself a member of the infamous Deshret's relics, and you still can't even tell who's made it all the way to your headquarters? Who knows what intent a bunch of rats may have? We try to catch a couple, and you all just show up on the other side instead. How are we supposed to figure out what you're after? Hey, have you ever heard of a man by the name of Kusela? Why would I know? It's not like I'm in charge or anything. This is your last chance to talk. Hey, I said I don't know anything. I'm just an average member here. I'm telling the truth. If you're here to find someone, why don't you look through the records yourselves? Who can remember every name and face with so many people coming in and out every day? The irony. His life became a light for so many, yet to others, it wasn't even worth remembering. Where's the records room? Answer me! It's right over there. All the files are in there. You can go through them as much as you want. It's not like any of them still matter anyway. I mean the old records room. The old records room? You mean, the one that got burned down? Kusela. Ah, yeah, I remember him now. The guy who could hardly walk. Watch your mouth. That's our boss you're talking about. He was definitely faking it. We all let our guard down as soon as we saw him come hobbling in. But in the short time it supposedly took him to take a dump, he'd already gotten away and started a fire in the records room. He couldn't have possibly outrun us if he wasn't a fraud. And after that, Deshret's relics fell into complete disarray. Stop wasting our time. Every one of us here is perfectly aware of what he had done. Tell me, where is the old records room? It's just over there. Go see it for yourself if it means that much to you. There's nothing left in there but ashes. No human could ever survive that kind of inferno. Bashar, Tikriti, let's go. We'll leave the others here to guard these guys. Spare them no mercy if they try anything. Yelan über 16? Ich hätte es sogar eher Richtung 25 oder mindestens geschätzt. Ja, und die Chichi, der vom Alter her, keine Ahnung. Die ist schon ziemlich alt, soweit ich doch weiß, oder? Ich meine,
Das Originalalter ist wahrscheinlich erst 10, aber... So, this was his final destination. How did he do it? Getting past all the guards with a limp and sneaking in here to start a fire? If he was nimble enough to do that, then he must have been able to get out of here after starting the fire, right? Yeah. I'm sorry. I know it's just wishful thinking. Let's look around. Maybe we can find something that's been left behind. Alle durchstöbern den Raum. Is this a cane? It must be the one that Deyas' father used. Kusela. Thanks for everything, boss. We're fortunate to somehow find that cane after that fire. Let's split up and look around some more. What if something else has been left behind? But what else could survive a fire like that? Huh? Thought so. Wait! Isn't that the toy sword you played with as a child? The dragon is no more, for Princess Dia has slain it. Its head now hangs above the city gates. Her bravery has brought eternal peace and prosperity to us all. Dia, come on. This is the most important line. You can do it. But Dia, you defeated the dragon. Everyone's waiting for your speech. Still too shy, huh? All right, I'll do it. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more. I hereby proclaim our victory. Evil shall plague us no more, Dad. Oh, Mann. Das Verständigen wurde nimmt sich das Regiment der 30 offiziell der Sache an, um die öffentliche Ordnung aufrechtzuerhalten. Die Mitglieder von Desch's Mächtes werden verhaftet und die von Darkan al-Amar freiwillig. Er führte Kusalas Krücken wird er als letztes in der Lassenschaft zur Verwahrung übergeben. Den Weg zurück zur Stadt schweigt der. What's this? Paimon lädt dich ein. Don't you remember? You asked Paimon what she would do if she were to wake up tomorrow with loads of money. And Paimon said that she would get boatloads of tasty snacks. You looked super confused at the time, but said it was an adorable thing to say. These opportunities don't come by often. So today, Paimon's gonna treat you to a special crash course on Paimon's life philosophy. Paimon gibt selten Taschengeld für andere aus. Hey, come on! Paimon's not that stingy. Anyway, the point is that you should eat to your heart's content. You'll feel better for sure once you've gotten something in your tummy. Dunyarzad will also be here shortly. She's already heard that we're back. Aw, thanks, you two. Honestly, this is very unlike me. I just had a lot on my mind on our way back, so I didn't know what to say. My chest was filled with all kinds of intense emotions. They just shook me even more than all the feelings we've shared during our previous adventures. But when everything came to an end, those emotions also vanished without a trace, and I was left feeling more empty than ever before. It was as if I'd lost the thing that was most important to me. Es kam alles zu plötzlich. Yeah, you're right. To many mercenaries, Mora is the most important thing in the world. But perhaps to us, it's the most worthless thing of all. Idrisi and the others all used to say that they would quit if there was no Mora to be had. But when it came to avenging my father,
There was no more to be made anywhere. My reality shattered when I found out that the father who always told me hero stories was in fact a bad guy. But look at me now. Am I any different? Despite all my promises about never forgiving him and never trying to understand him, I still went to such lengths to find out the truth, and nearly even shed tears for his sake. We're hypocrites, all of us. Man sollte jedoch wahre Gefühle niemals in Frage stellen. Yeah, you're right. It's just a pity that we often only recognize our true feelings after it's already too late. You're back! Are all of you alright? Ah, there she is. Yeah. Many people from the Corps of 30 came over, and I just wrapped up everything with my dad. All I can do now is wait for their verdict. Huh? Dia, you're looking quite down again. Paimon will explain. A lot happened while we were gone. Paimon Geschichten erzählt er. Nachdem Paimon zu Ende erzählt hat, fängt Dunia an, heftig zu weinen. Sorry. I really should have controlled my emotions better. I just... It's all right, my lady. You were hurt by all of this as well. Truth be told, I'm starting to feel a little guilty watching you cry like this. But Dia, your pain must be even worse. You shouldn't need to comfort me. Hey, don't worry about me. If anything, this whole thing has finally shown me the difference between illusion and reality. My father probably thought that people could settle into new lives as long as they moved to a new environment. That thought has even crossed my mind a few times. It's like saying, what's wrong with adapting to a new life? However, there was always something deep within my mind that refused to accept it. This impulse brought me great turmoil, and even made me feel ashamed for turning my back on your father's kindness. But now that I consider it again, it all makes sense. The desert sands are a part of who I am, and I will never be able to lead a peaceful existence. I understand how you feel. That doesn't mean I won't be making any changes to my life, though. As an example, I'm now thinking about taking on some small odd jobs. It's just like Idrisi said. I also want to catch up to my father and become a character in his play. Even if the ending of the story may be childish and ridiculous, it won't really matter. Isn't that neat, though? Oh, you'll be a whole new kind of mercenary, one that's not out for Mora. Why don't we go for a change of scenery once we finish eating? What about stopping by the Grand Bazaar again? Right. You said you wanted to get a rug for your family. We'll come along too. Ein wenig Trubel kann nicht schaden. I can't thank you enough for taking care of me this entire time. Warte, was? Wir machen da noch irgendwas weiter? Ich dachte, es ist zu Ende. Also fertig machen wir es auf jeden Fall noch. Was ist hier los, Haka? Ich bin wohl gerade eingeknickt und habe es nicht bemerkt. Entschuldige die Störung. Dann tschüss. Gleich wieder einnicken. Oh, this rug here is quite something. The craftsmanship is exquisite, and the fabric is also of high quality. Ah, here you are. Finally, I found you. Hey, aren't you that mercenary who bit his tongue? You can still talk? Wait, are you here to take revenge on us? What are you talking about? Do I look like I could take you all in a fight? I just came here to give you something. I'll be on my way to give myself up to the Corps after this. Once I woke up, I hurried to the Khan al-Ahmar's camp, hoping to alert them to your presence. But when I got there, I found no one except the members who were still too injured to move. Ah, so you probably got there after us. Yeah,
They told me that they had exacted their revenge, and everyone had turned themselves in to the authorities. Even that last camp was not going to last for much longer. I had joined the cause to repay an old favor from Kusela. Now that everyone's already turned themselves in, I might as well do the same. One of the injured members gave this box to me, and told me that it contained some of the old man's last possessions. Everything left in the camp will get confiscated, so I figured I should get this to you before the court could get their hands on it. Thank you. No worries. We are all just living our own truths. There's no need to comment or judge anyone for it. Alles klar, gut, was du sagst. So this box contains everything that Dia's father left behind. Huh. If you... Well, back in the day, the first thing he did with any Mora was spend it on things like drinks and meat. But let's see what's inside. What's this? It's just a bunch of junk. Ugh, it kinda stinks. Perhaps it's just been left unopened for too long. A handwritten copy of a storybook. The paper's already yellowed, and it looks like it's about to fall apart. It was against the Academia's rules to possess books for personal use. If he was going to break that rule, he could have at least copied something useful. That probably means this was really important to him. Ah, and here are a few bags of children's snacks. The packaging's completely deteriorated. Maybe that... Did he get those for you? Yeah, but here's the thing, though. Even when I was a child, I was never a fan of these kinds of snacks. He'd always say that he got them for me, but in the end, he always ate more than I ever did. Who even leaves snacks in a box like this anyway? Isn't that just common sense? Forget it. Let me see what else is in here. A razor, some buttons, some round iron tiles, a wooden toy puppet, a wool scarf, which from the looks of it probably belonged to a woman, and a hair clip? I'm suddenly feeling a little scared. I'm sorry, my lady, but this is just the kind of man he was. He probably saw this box as some kind of personal trash heap and dumped any and everything in there. 2 empty liquor bottles. Tell me, you guys, are these the kinds of things that a normal person would leave behind? Aber da passt so viel überhaupt in die Kiste rein? Ein etwas seltsamer Mensch. Huh? There's something in the bottle. Oh, you're right. All right, I got it out. It seems to be a piece of paper with some writing on it. The bottom part's all damaged from moisture, though. Let's hope the writing didn't smudge. I was suddenly seized with an urge to write a letter after finishing this bottle. I just folded it up and left it in the bottle, though. If I end up forgetting about it, it won't really matter. To Dia. It's a letter from me? Lies in die in Ruhe durch. It's all right. I'll just read it out. If he went to the trouble of writing a letter, there must have been some important things that he wanted to say. Or at least record down. My condition's becoming worse and worse. Can't even walk without a cane anymore, much less go out and have fun. Guess I don't have many days left. If you're reading this letter, then I suppose I'm already long gone. You were adorable as a baby. Everyone loved you. And regardless of whether you were crying or laughing, everyone enjoyed having you in the group. But once you grew a bit older, you were no longer nearly as happy or cute. It's probably Idrisi's fault. He was never up to any good. Can you believe this guy? He can point the finger at himself. Anyway, back to the point. To summarize, I'm writing this so you would know not to feel sad for me, even if you end up finding out the truth. The reason being that I was never your father to begin with. Wait, what? Surely, he must be joking, right? I don't know. I was quite formidable when I was young, and 100 times cooler than some so-called flame main. Really felt like the whole world was under my feet. With just a teeny tiny bit of effort, I felt I could
rule over the entire desert. But as fate would have it, I went out into the desert for a drink one day and discovered a baby in the sands. You were just lying there, small and helpless. You were so tiny that if the wind blew for just a little while longer, you would have been buried forever. But your cries were so loud they made my head hurt. Now that I think of it, you really were a bundle of energy. Sounds like he's serious. I told Idrisi and the others that I had slipped up with a woman while out and about. None of them even doubted me. I'm sorry that I had to lie to them for so long, but I really had no other choice. I was their most esteemed leader, after all. It's not like I could just tell them that I suddenly wanted to play at being a father. At this rate, I'll puke up all the liquor I just drank from this bottle. Anyway, Dia, you possess the kind of freedom and kindness that we could only dream of. As far as how you should live your life, that'll be up to you to decide. That's the end of the letter. In the end, he was still thinking of me as a little child. Zum Glück hat dich als Kind behandelt. I suppose, or I would have suffocated under the sand a long time ago. He was a good father to you. The fact that he wasn't a blood relative doesn't change that. Yeah. It's just a pity that we had to learn the truth of everything like this. Do you already have some ideas about the decision that he wanted you to make? I do. If he first found me alone in the sands, then I want to try my hand at finding the person who abandoned me. I just have one wish. To tell them a story. Okay, das war eine große Box. That there once existed a childish and foolish jerk with a heart of gold. And that only under his care was I able to grow and mature into the person I am today. If you end up finding any leads, can you share them with us? We go on adventures all the time. Maybe we'll be able to find some information for you. Sure, I appreciate it. I wasn't expecting you to be so enthusiastic. Ich möchte nicht, dass du aufhörst, vorwärts zu gehen, dass deine Mühen umsonst waren. I'll help too. Thank you. All of you. Thank you so much. My life has certainly had its twists and turns, but I've always considered myself lucky. Because no matter where I've gone, I've always been surrounded by incredible kindness. Manticora, er sagt abgeschlossen, Blut der Löwin. Ja, es war ganz nett. Also es war jetzt natürlich nicht überragend, aber es macht mir Spaß. Es macht ja sowieso Spaß, immer mehr über die Charaktere zu erfahren, die in dem Spiel sind. Deswegen fand ich es eigentlich gut. Kein sehr gut, aber gut. Aber wie immer wird wahrscheinlich die zweite Mission, was wir mit ihr irgendwann kriegen, wahrscheinlich viel geiler sein. Es ist fast mit jedem so, wenn das erste nicht richtig geil war. Das hat Genshin bei vielen Charakteren so. Entweder ist die erste Folge so richtig geil und man bekommt sowieso nie eine zweite, oder die erste ist eher nett und die zweite ist dann dafür richtig gut. Also eine von den beiden ist immer gut. Sehr gut. So, Aufnahme können wir mal beenden. So, jetzt einen guten Abend, Pumpman. Und das ist böse, ist Darius, oder? Good roll. Es gibt zweimal Real Life. Einmal Welt außerhalb der Bude und eins in der Bude. Nein, das außerhalb der Bude ist nur... Es ist nur... Wie sagt man am besten? Jetzt fällt mir kein Mist ein. Guck mal, eine Blume. Hä? Hätte aber auch Schunchen sein können. Die ist schon wieder weg irgendwie. Wann hat die das letzte Mal geschrieben? Die war irgendwann weg. Und falls er noch da ist, guten Abend, Venira. Noch Kutschen und Mona zeigen. Aber ich sag's, wie es immer ist. Halt, warte, ich habe Kutsche nie auf 90 gelevelt, oder?
Nee, die gammelt bei mir auf 70 rum, deswegen bringt es auch nichts zu machen. Ich habe gar keine Artefakte für sie ausgerüstet. Und Mona habe ich nie wirklich gut ausgerüstet. Die ist auch bloß auf 70. Ich war nie auf 90 mit denen. Nur ein Fake-Leben, genau. So in der Richtung habe ich es überlegt. Ich wollte es aber böser ausdrücken, eine Arschlochveranstaltung. Also wenn du Kuchin und Mona Sachen sehen willst, dann schau am besten auf Kuchin und Mona Builds im Internet. Es ist immer besser zu googeln als das, was ich hier habe. Was hast du denn verpasst? Eigentlich nur... Destamag macht 3 Stück. Und Deyas Ding. Also ich finde auch, dass wir das Community überragender sind als jedes Real Life. Hey, du warst von den letzten 5 oder 6 Stück nur 2 dabei, ja? Den Streit. Ach so. Ne, kein Streit war es nicht. Das sind halt Schunchen geärgert. Nein, ich habe nur die Wahrheit gesagt. Das übliche Thema. Warte mal, wo ist er denn? Ich finde ihn nicht. Dass der ein Lappen ist. Ach ja, stimmt. Okay, dann muss ich das zurücknehmen und mich entschuldigen. Das habe ich ganz vergessen, dass du ja nichts geschrieben hast bloß. Zum Teil. Ich glaube, einmal warst du ja so weg. Aber dafür bist du dann abends wieder gekommen. Genau, er ist ein Lappen und... Hatten wir es über Bennett noch? Egal. Was sind böse zu Schunchen? Ja, ich war zu ihr so böse, dass sie irgendwann nur Schun hieß. Wobei sie später dann nochmal anders hieß. Ne, da hat sie wieder Schunchen geheißen. Aber sie hat ein Bild, glaube ich, von... Wie jetzt wieder geheißen? Doki Doki Literature Club. Das Ritual fehlt noch. Ja, das kommt auch noch. Oder machen wir es lieber gleich, bevor ich es vergesse. Böses sind nicht immer die Community ärgern. Ja, aber ich dachte, dafür ist sie da. Ach ja, falls jemand nicht gemerkt hat, ich spiele jetzt Zelda so weiter, ne? Also, wir spielen dann im Stream andere Spiele, wenn ich dann wieder mal dazu komme. Oder mehr Lust dazu habe, weil die Woche war ja ätzend, ey. So. Gonna be epic. Nur um es hier mal mit gesagt zu haben. Und whoop. Seht nur, wie er fällt. Hui. Plopp. Benny's Adventure Team. Wir bilden doch gern die Zielscheibe. Ihr schlagt ja auch zurück, also ist jetzt nicht so, als ob man da... Ja, eben, ihr ärgert mich ja auch gern. Nur, dass ihr nur verlieren könnt. wenn ich einfach den Stream ausmache. Aber gut, wir sind ja alle erwachsen. Zum Teil jedenfalls. So Knackgeräusch beim Aufkommen. Ah, ich müsste ein größeres Stream Deck kaufen, Alter. Da müsste ich so Geräusche drauf machen.
Vor allem, man weiß ja, dass ich oft nur Mist erzähle oder gern einfach weiter in der Wunde bohre. Und ich muss aber auch zugeben, ich habe halt auch einen Vorteil, ich kann das euch einfach sagen, während ihr es halt erstmal schreiben müsst, ne? Wobei, heute ist die Verzögerung auch ziemlich weit. Irgendwie, das ist voll komisch. Weil ich stehe jetzt halt eigentlich hier, während ich auf dem Bildschirm rechts erst sehe, wie ich gerade in Bennett getauscht habe. Irgendwie ist das heute viel zu lang. Aber bei den Stream-Einstellungen steht aber extrem niedrige Latenz. Also müssten da eigentlich plus 5 Sekunden, oder? Ich habe das Ding nicht. Müsste ich vielleicht nochmal laden. Ah, hä? Der Stream war nicht ganz vorne, deswegen. Nee, vergesst, was ich gesagt habe. Das war bei mir hier die Anzeige. Aber ich habe doch da nie drauf geklickt. Vielleicht habe ich es mal pausiert aus Versehen und deswegen ist mehr Latenz dazwischen gewesen, als ich gedacht habe. Ich habe mich schon gewundert, ihr habt eigentlich relativ zeitig immer geantwortet, aber der Bildschirm war immer 10, 15 Sekunden auseinander. Mich nur gerade nervt, bis zum 4. Quartal, bis ich Star Rail zocken kann. Alter, wie ich das gelesen habe, dachte ich mir, oh, was für ein Scheiß, ey. Ich meine, die ganzen geilen Charaktere kommen die nächsten Monate. Warum das? Ja, weil die angekündigt haben, dass Star Rail erst im 4. Quartal 2023 kommt. Schon? Ist das nicht schon sehen? Machen wir das mal. Du könntest mich zweimal adden. Wo bist du? Bist du gerade auf Wisdom? As a Raven. I love sitting in the rain at night. Liv Funa. Fubunua. Die so lange für den Port brauchen. Ja, keine Ahnung, entweder haben die irgendein Problem oder das Team ist einfach relativ klein. I cooked Paimon and Kinil before Kea. Du bist raus. Ich habe keine Ahnung, wer das alles ist. Ich habe jetzt zweimal reingeschrieben im Stream. Ach so. Ja, ich dachte, du addest mich. Wo ist ihn als Freund hinzufügen? So. Aimon. Hinzufügen. So, jetzt aber. Achso, ja, ich sollte auch wieder mit dem Stream, mit dem Chat runtergehen. Oh, was ja ich geil fand, ey. Der Final Fantasy 7 Stream, Trailer. 7, Remake 2, ne, Rebirth. Der Trailer war richtig geil. Bald kommt endlich Kafka. Ja, hoffentlich, ey. Eine Frage, gehen die Patches bei Honkai Star Rail kürzer wie bei Genshin? Weil ich gesehen habe, dass ja Silverwolf nur 2 Wochen geht. Weiß das jemand? Weil ich habe da nie aufgepasst. Ich dachte, das dauert auch 6 Wochen. Ich meine, wundern wird's mich nicht. Du musst halt bei Star Rail weniger machen als bei Genshin. Oh, ich hasse es so, Leute. Es gibt einfach viel zu viele von euch in meiner Community. Ihr verdammten Gacha-Glücksschweinchen, ey. Zeit lassen mit der Story, sonst muss ich zu viel nachholen. Das musst du sowieso, ey. Wenn du nicht total durchsuchtest, Alter, hast du jetzt schon massenweise Zeug zu machen.
Aber Alter, wie die plötzlich aufhören mit der Story, ey. Diese Säcke. Ich dachte, es gibt 2 komplette Welten, was man machen kann. Jetzt hören die dann irgendwann einfach auf. Oh, du bist der Anführer, Ende. Versuch's mal mit Ruhe und Gemütlichkeit. Das habe ich schon lange begraben. Aber es ist Genshin Stream, also reden wir über Genshin. In Honkai reden wir über Honkai. Es gibt keinen Honkai-Stream, deswegen müssen wir in Genshin über Honkai reden. Und Ende des Genshin-Streams ist sowieso immer eine Alles-Runde. Sobald der Stream dem Ende zuneigt, eigentlich wollte ich ja jetzt schon aufhören, seit 19 Minuten, wird das Ende des Streams sowieso immer eine Komplettrunde. Könnt mir gleich eine Silverwolf und eine Clara drüber schreiben. Genau mein Team, Alter. Saugeil. Vor allem Silverwolf ist halt in dem Sinn voll geil, weil du halt eine Schwäche, die du gerade dabei hast, dem Gegner einfach hinzufügen kannst. Machst du nächste Woche Samstag Livestream? Normalerweise schon. Man weiß ja nie. Ich habe nächste Woche auch wieder Überstundenzeit. Und ich wollte auch mal den Figurenstream machen, den Pumpman vorgeschlagen hat. Warum ist der Stecker eigentlich krumm? Warum ist das so eingebogen? Ich hoffe, das gehört nicht so. Wenn er Power hat. Oder den Figuren-Laber-Stream oder wie wir es nennen wollen. Like that. Yep. Ich habe mich die Woche abhalten müssen, zu viel Geld auszugeben. Ey. Weil ich stelle gerade ein paar Sachen auf eBay rein und die sind zum Großteil weg. Da hat man wieder einen Haufen Kohle übrig. Und dann habe ich mir ein paar Figuren rausgesucht. Also holst du Geld rein. Ja, ein bisschen. Erstens Sachen, die wo ich sowieso loswerden wollte. Zweitens steht eventuell die PlayStation 5 auf dem Plan. Und drittens, meine Vorbestellungen sind nehmen ein bisschen Überhand alle im selben Monat, die Schweine, ey. Die sind teilweise immer so verschoben worden, dass die im selben Monat fallen. Wobei die, glaube ich, nur mal verschoben werden, so wie es momentan ausschaut. Geld, das neu investiert werden möchte, ja. Weil, falls wer mein Figurenvideo gesehen hat, die Schweine sind sauteuer, ey. Neue Figuren noch nicht bestellt, aber es sind welche unterwegs. Also eine ist unterwegs sie ist unterwegs, sie kommt am 17. Die wollte ich ja damals schon haben. Bei deinen 1000 Videos momentan hinterher. Sie kommt jetzt dann auch für ein Ding, Azure Lane. Für den 17. Und eigentlich sollen die anderen hier noch kommen, aber die waren, glaube ich, verschoben. Also bei ihr weiß ich nicht, aber bei den 2, glaube ich. Ah, aber da fällt mir was ein. Warte mal, wen haben wir da? Da ist Schau. Den haben sie verschoben, der wäre des Monat auch dran gewesen. Es kommt eine neue Figur von der Ayaka. Eine offizielle. Die schaut voll stark aus. Aber erst für nächstes Jahr. Kaufsüchtig? Nein. Figurensüchtig, das ist was anderes. Und man muss dazu sagen, Figuren, wenn du auch gut auf die aufpasst, kannst du mindestens für den Preis, den du eingekauft hast, wieder verkaufen. Und wenn du welche erwischt, die wo selten sind, kannst du sogar noch teurer verkaufen. Figuren kaufsüchtig schon eher. Da kannst du deine Prinz Eugen gleich mal rüberschicken. Scheißwertig, Alter. Ich hab sie damals nicht gewollt, wie sie erst rauskam. Dann wollte ich sie doch und hab sie nicht mehr erwischt. Sollen das eigentlich auch offizielle werden? Ne, das ist ein Garage-Kit. Der kommt in den nächsten Monaten auch. Der schaut voll stark aus. Ich bin gespannt, ob der auch... Ich habe gelesen, der soll angeblich auch in so eine Holzkiste kommen wie ein Dingwagen. Ich hoffe es nicht, Alter. Dann wird's bloß teuer. Okay. Was zur Hölle?
Garage Kid hat es ja jemand selber erstellt. Es gibt viele Genshin-Figuren, die von Leuten erstellt wurden, weil es die offiziellen nicht gibt. Der schaut ganz cool aus. Aber ist halt auch keine offizielle Figur. Die hat jemand selber daheim gebaut. Gibt da welche, die erstellen die Figuren und verkaufen die dann. Kuchin gibt's eine, die schaut auch ganz cool aus. Das ist Jula. Manche verkaufen dann das, dass du selber drucken kannst. Manche drucken die dann aus und kannst dann eine Zeit lang kannst bei denen was kaufen. Die war, glaube ich, auch ganz cool. Da war die bis heute noch drauf, dass es eine offizielle Figur von Raiden gibt, Alter, verdammt nochmal. Jetzt habe ich ja hier zwei andere Figuren, Nendroids, die habe ich bekommen. Übrigens, falls wen interessiert, My Figure Collections und sowas, da könnt ihr meine Figuren anschauen, was ich habe. Falls wen interessiert, warte mal, wo sind die? Ich habe die zwei Nendroids, habe ich jetzt neu bekommen. Warte mal, das Kissen war nicht dabei, Alter, das habe ich bis heute nicht gefunden. Ich glaube, das war in der Special Edition. Von Albedos Overlord und von Schaltier. Das sind so variable Figuren. Und jetzt habe ich angefangen, dafür ein Stop-Motion-Ding zu machen, Mann. Wollte ich mal ausprobieren. Handvoll offizielle Genshin-Figuren. Ja, nicht viele. Es gibt bloß... Naja, es gibt schon einige. Vor allem solche kleinen, aber so große halt nicht. So große gibt es halt wirklich nur 1, 2, 3, 4, 5 mit Klee. 6 mit den Travelers, 7. Und dann gibt's halt noch... Wo ist die Mona eigentlich? Achso, es gibt noch eine zweite Seite. Barbara, Mona. Ja, es gibt schon einige, aber für das, was es halt an Genshin-Dinger gibt, ey, gibt's echt viele. Ist ja schon beachtlich, was du alles hast. Ich weiß. Muss aber dazu sagen, es ist über Jahre gesammelt, ne? Also... Ich habe halt da auch Figuren eingetragen, die ich schon vor Jahren gekauft habe. Die da von der Rem, die ist glaube ich schon 8 Jahre alt. Oder so. Die da, Final Fantasy ist schon ewig alt. Die ist schon ewig her. 2014. Wann kam die eigentlich raus? 2019? 2019? Ich glaube, die kam noch mal raus. Die ist vor 2018. Hä? Ich hab doch die für leer, oder? Bin ich blöd? Und vor allem die da unten. 2013. 2016. Also die da unten habe ich, also ich habe einige Figuren rein, die wo ich schon länger her habe. Und das sind ja die, die ich aus Japan mitgebracht habe. Die diese kleinen Figuren. Und das sind die Vorbestellten für dieses Jahr. Man muss mal ein Hintergrundvideo von dem machen. Ja, ein Figurenvideo kommt auch noch extra. Ich habe bloß im Moment echt keinen Bock gehabt, was zu machen. Eigentlich wollte ich heute was machen, dann kam wieder Besuch und dann ein Hin und Her. Das ist immer noch eine meiner liebsten Figuren. Die da habe ich ein Video dazu gemacht. Und ein paar andere gibt's auch noch. Die finde ich immer noch am geilsten. Das war damals ein Spontankauf, ey. Die war aber eigentlich viel zu teuer, wenn ich ehrlich bin, aber zu geil. Und die habe ich ja neulich erst das Video gemacht. Ja, man kann es drehen, was eigentlich keinen Effekt hat. Ja, und da bin ich ja auch gerade dran, ein paar zu verkaufen. Weil ich gemerkt habe, ein paar Figuren brauche ich nicht unbedingt. Die sind nicht wirklich... Die habe ich mir damals bestellt und dann... Das ist ein teures Hobby. Oh ja, hör mir auf. Wenn den Kanal nicht hätte... Background von Sensoras Video? Ja, halt. Roomtour halt. Ich werde wahrscheinlich eins machen nur für die Figuren und eins machen dann für alles. Ich müsste bloß aufräumen. Ich habe heute schon ein bisschen durchgeräumt und dann hatte ich keine Zeit mehr.
Aber ich kann doch mal kurz das Stop-Motion-Video zeigen. An was ich gerade arbeite. Da wollte ich schon länger mal eins machen. Aber Alter, ist der Scheiß aufwendig. Weil du halt Sekundenbilder aufnehmen musst. Oder mehr als Sekunden. Eine Sekunde sind teilweise 10 Bilder oder mehr. Eigentlich ja 10 Bilder, ich kann es nicht langsamer machen. Es lädt ein bisschen, weil das Programm wahrscheinlich an ist. Wobei ich noch nicht ganz zufrieden bin. Ich glaube, ich habe zu viele Bilder gemacht, deswegen wirkt es zu flüssig. Ja, wie lange wirst du jetzt noch laden, Alter? Das ist doch nur Genshin an. Machen wir mal Genshin aus, dann machen wir heute eh nichts mehr. Oder jedenfalls nichts Großartiges mehr. Falls wen interessiert, ich habe Opus Echoes of Starsong, habe ich ein neues Video gebracht. Das ist ein Visual Novel Abenteuer-Style. Kann man ja mal ewig laden. Ja, normal lädt er schneller, aber ich glaube, weil jetzt hier OBS läuft, Genshin ist gelaufen, der saugt halt viel Ding. Stop-Motion-Film ist doch mega aufwendig. Ja, es geht eigentlich. Also, solange du nicht zu viel machst. Solange du nicht zu viel machst. Ich meine, es geht jetzt, glaube ich, 30 Sekunden oder so. Wobei ich die 30 Sekunden aber eigentlich auch nur habe. Wie gesagt, es ist ein Amateur-Ding, Alter. Ich habe da einfach mal aus Scheiß einfach angefangen, irgendwas zu machen. Blue Orchestra, Dangerous My Heart, Albedo Nendroid. Da ich hab. Was habe ich denn gemacht? Wofür waren das? Ich glaube, waren es 400 Bilder oder so? Irgendwie sowas in der Richtung. Also Ton ist noch keiner dabei. Wie gesagt, ich muss noch schauen, mir gefällt's noch nicht. Ich glaube, ich muss ein paar Bilder rausnehmen, damit es ein bisschen komischer ausschaut. Es sind halt auch noch keine Sounds und so dabei, die muss ich auch noch aufnehmen. Weil ich mir gedacht habe, so für die Anfangsdinger von Figurenvideos will ich aber irgendwas Schönes, irgendwas Lustiges machen. Schaut irgendwie eigenartig aus, keine Ahnung. Bis dahin bin ich noch gekommen, dann hatte ich keine Lust mehr, keine Zeit mehr. Ist auch so gedacht, so komisch. Also Stop-Motion-Videos schauen halt eher schon aus, so. Aber Stop-Motion-Videos sollen halt auch so ausschauen. Weil da kannst du, vor allem gut ist es halt mit Gegenständen. Der, wo die coolsten Stop-Motions-Videos macht, ist ja Aniverse, oder wie heißt der? Hab ich denn da? Animist. Jetzt hoffe ich mal, wenn, dann muss ich es rausschneiden. Der macht ja Haufen so Zeug. Alter, der zeigt doch immer, wie er das macht. Vor allem, der hat da solche Gegenstände und die macht er vor jedem Bild macht er die weg und dann einfach nur eine kleine Bewegung. Und so schaut es dann am Ende aus. Wer schreibt da? Ah, ja, okay. Der macht halt geile Videos, Alter. Vor allem, der macht so viel Scheiß damit. Da dachte ich mir, ey, komm, mach den Mist halt auch mal. Vor allem gerade mit diesem Android kannst du halt so viel machen.
Weil ich habe ja da auch für Comicant Communicate. Und du kannst doch die Gesichter und alles austauschen. Ich finde es echt gelungen schon. Ja, wie gesagt, ist ein Test einfach mal zum Probieren. Ich würde am liebsten die Figuren ein bisschen einarbeiten, dass vielleicht auch eine Figur auftaucht und da was macht oder sowas. Oder vielleicht blöd schaut. Aber die müsste ich dann zum Stehen bringen, da muss ich dann erst mal schauen. Ja. So weit, so gut. Ich habe ja auch bei dem einen Video habe ich ja was gemacht. Warte mal. Da, Anime und Figuren. Da habe ich ja auch was mit dazu gemacht. Das fand ich lustig, Alter. Ich wollte irgendwas vor dem Video haben, was irgendwie lustig ist. Egal, was soll's. Ist echt komisch, wenn man sich selber zuschaut. Oh Mann. Naja, gut. Was passiert, wenn man live ist und in einen eigenen Stream reingeht? Nix, man sieht halt den Stream einfach. Ich sehe ja meinen Stream hier auch. Voll die Sensoraception, Alter. Ich sehe es hier und ihr seht mich mit beides. Universum explodiert. Ja. Ich mich jetzt voll neidisch machen mit der Ayani-Figur. Ich dachte, du wirst das Video wahrscheinlich eh schon gesehen haben. Ich bin ja jetzt eher ein bisschen ausprobieren. Ich habe mal 2 Spiele gekauft. Blacktail und Seasons A Letter to the Future. Und von Xbox Game Pass habe ich mir noch Hollow Knight, Amnesia The Bunker und Opus Echoes of Starsong runtergeladen. Also werden demnächst wahrscheinlich ein paar so Ausprobiervideos kommen. Also es werden entweder keine ganzen Let's Plays oder ich werde sie ab und zu mal bringen. Und ich habe Harvestella auch hier. Das habe ich mir damals, Depp, für 40 € gekauft, wie es neu rausgekommen ist und nie mehr gespielt, Alter. Ah, das ist das Typische, wenn man viele Pläne hat und dann die Hälfte nicht macht. Kupferschmied. Jetzt zeigst du mir lauter solche Sachen, weil ich vor irgendwas von dem Goldblattschmied irgendwas geschaut habe. Aber ich glaube, jetzt gehen wir dann langsam mal ins Ende. Weil jetzt habe ich schon über eine halbe Stunde länger gemacht, als ich eigentlich wollte. Ah, mit der Ayami-Figur. Voll neidisch drauf. Ja, die gibt's noch überall, ne? Also. Wobei, du hast ja, glaube ich, keine Kreditkarte, oder? War das so? Warum kamen die letzten 2 Tage keine Genshin-Videos? Weil die Genshin-Videos nur kommen, wenn ich gestreamt habe. Bisher. Aber auf Army gibt es sie gebraucht für 13.000 Yen. Falls sie nicht schon weg ist. Für 12 sogar. Dann, falls du jemanden kennst, die gibt es hier gerade auf Army für 80 €. Die ist halt gebraucht. Aber japanisch gebraucht steht für ist fast so gut wie neu. Oder Amazon Japan gibt es immer noch. Ich habe keine Yen, wird automatisch umgerechnet, wenn du digital bezahlst. Wobei du, glaube ich, auch mit PayPal auf Dinge bezahlen kannst. Hier gibt es auch noch. Oh ne, hier ist er ausverkauft jetzt mittlerweile. Habe ich einen der letzten erwischt scheinbar. Ich muss auch noch das Figurenvideo machen. Aber morgen habe ich keine Zeit.
wo man am besten einkauft. Weil du kannst schon echt einen Haufen Kohle sparen, wenn du im Ausland einkaufst. Klar kommt dann noch Versand und Zoll drauf, aber das ist meistens trotzdem viel günstiger wie in Deutschland. Ich nehme mal als bestes Beispiel die Genshin Ganyu-Figur. Die habe ich für 150 habe ich die gekauft mit Versand. Also 120, glaube ich, für die Figur, 30 Versand. Die kostet in Deutschland 250 Euro oder so. Das ist halt übel, ist das. Immer noch ein hoher Preis, aber übel. Aber gut, labern wir nicht lange rum, sonst schweife ich wieder in allen möglichen Ecken ab, wie immer. Das war der Stream für heute. Ich wünsche euch allen eine gute Nacht. Schön, dass ihr da wart. Und entweder sehen wir uns für den Stream unter die Woche, wenn ich dazukomme. Wie gesagt, ich muss wieder Überstunden schieben und alles. Und es ist kein Feiertag da. Scheiße, verdammte Feiertag. Und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Samstag zum Genshin-Stream. Genau. Ich hau mir jetzt noch ein paar Chips rein. Die Streams werden auch immer kürzer. Ne, heute war eigentlich sogar Überlegung, gar nicht zu streamen. Also 3 Stunden sind schon mal wieder viel, mehr wie nicht. Hey, war ich letztes Mal nicht. Sogar länger. Letztes Mal waren es auch 3 Stunden. Heute sind wir dankbar für 3 Stunden. Will ich auch hoffen. Aber nächste Woche soll es wieder normal gehen. Wie gesagt, morgen bin ich woanders und dann schlaucht die Woche irgendwie. Sollte aber wieder aufwärts gehen. Also, danke fürs Zuschauen, macht's gut und bis zum anderen Mal. Halt, warte, dann über muss ich. Nee, da kann ich auch einfach drücken. Jetzt, gute Nacht und Servus.